Das ging ja schon los in 2011, als dann der große Managementwechsel auch war. Mit Wolfgang Hatz kam dann auch als Entwicklungschef und dann hieß auf einmal, ja, wir gehen wieder zurück nach Le Mans. Und ich sag, boah, cool, mega, logisch, will ich dabei sein. Das war das Ziel. Und zu Beginn Hartmut Christen, Motorsportchef, hat dann gesagt, ja, nee, klar, Timo, Romain, die haben Erfahrung, LMP und Marc, bist du auch mit dabei, 100%ig. Ich sag, ja, okay, cool. Und dann gab es ja den Managementwechsel und dann kamen auch Leute von extern und dann hieß es auf einmal, naja, bis mit den Fahrern schauen wir uns mal an. Timo, Romain ist gesetzt, weil die haben Prototypenerfahrung, alle anderen stellen wir mal hinten an. Und dann stand ich da und denke mir, hä, wie jetzt? Hat man schon so gehört, der ist so ein bisschen zu alt und hat keine Erfahrung auf so Aero-Autos. Und da war ich ja schon ein bisschen geknickt. Und dann habe ich ja damals noch zu 50% als Ingenieur gearbeitet und bin dann noch quasi GT-Rennen gefahren. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt da mitstinken will, dann muss ich alles auf eine Karte setzen. Ich glaube, ich muss jetzt einfach nochmal mit 33 zum Vollprofi werden. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt es gerade gehört, ganz so easy gesetzt, wie man immer denkt, ist man als Rennfahrer nie und auch Marc Lieb hat da so seine Erfahrungen mit Porsche gemacht. Wie er sich durchgebissen hat und wie er das erste Le Mans-Projekt mit dem Porsche 919 erlebt hat und wie es nach dem Sieg in Frankreich und der gewonnenen Weltmeisterschaft für ihn weiterging, das erzählt er in dieser Folge und auch sein Vater HP ist wieder mit dabei, auch wenn es in dieser Folge mehr um die späteren Jahre im Leben des Rennfahrers Marc Lieb geht, wofür der Vater die Verantwortung sozusagen an Porsche übertragen hat, die dann sogar auch die Mechaniker für die Autos seines Sohnes gestellt haben, sodass der Papa am Wochenende auch mal frei hatte. Apropos, auf ein Wochenende möchte ich euch auch gerne nochmal hinweisen, nämlich auf den 13. Mai. Da könnt ihr die alte Schule live erleben und nochmal hören, wie das früher so gelaufen ist, beziehungsweise wie bis zum letzten Jahr in der Formel 1 gearbeitet wurde. Da habe ich nämlich 3 Gäste eingeladen und das sind Harald Groß, Walter Brun und Jost Capito, der bis zum letzten Jahr ja noch Williams CEO war. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Walter Brun als privater Rennstallbesitzer damals mehr Porsche-Rennwagen in Le Mans am Start hatte als Porsche selbst? Er wird erzählen, wie das ging. Am 13. Mai im Münchner Zenit. Karten bekommt ihr auf eventim.de und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. So, und jetzt sind hier für euch meine heutigen Gäste. Hier ist der zweite Teil mit HP und Marc Lieb. Porsche Junior, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Fulltime-Job oder muss man noch was nebenbei arbeiten oder einfach bei den Eltern wohnen? Ja, ich glaube, das Modell, wenn du bei den Eltern gewohnt hast, war glaube ich, ganz gut. Mhm. Also das hat, glaube ich, funktioniert. Aber in meinem letzten Juniorjahr hatte ich dann eine eigene Wohnung, aber das war wirklich so eine kleine Bude und hat es so gereicht. Ja. Da kommst du so über die Runden. Und da war ja aber ganz klar so der Wunsch halt irgendwie Werksfahrer zu werden. Und damals gab es 4 Werksfahrer oder sowas. Da gab es ja kaum Werksfahrer. Das war ja in meiner Juniorzeit, da gab es noch einen Bob Wollek. Und das mit ihm zum Beispiel dann auch einen Fitnesstest zu machen, einen Fitnesscheck dann gemeinsam mit ihm zu machen, das war ja schon das Größte für uns damals. Das ist einfach irre. Absolut irre. Das glaube ich. Also damals, als ich angefangen habe, 2000 gab es Dirk Müller, Lukas Luhr, Bob Wollek, das waren die 3 Werksfahrer bei Porsche. Und dann gab es noch dann ein Jahr später, dann gab es dann den Christian Menzel, der war ein Jahr lang Werksfahrer. Und dann in den USA Randy Pobst. Das war's dann. Und dann 2002 bin ich dann in die Meisterschaft gefahren im Junior-Team, Carrera Cup. Und da war dann klar, also die Gespräche waren gut und damals auch mit Herbert Ampferer, Motorsportchef, dann so gesagt, ja, das sieht gut aus und wir können dich dann wahrscheinlich dann als Werksfahrer engagieren. Wahnsinn. Dann war auf einmal das war dann schon dann echt gutes Geld für das, was wir damals fahren mussten. Das war dann schon echt einfach eine Dimension, wo du denkst, wow, krass. Also das ist wirklich heftig. Also das ist wirklich so eine Dimension erreicht, wo du dir denkst, wow, das ist irgendwie, jetzt bist du Porsche-Werksfahrer. Da hast du irgendwie geträumt davon, Profifahrer zu werden oder Profirennfahrer, von der Formel 1 geträumt, von Le Mans geträumt und jetzt bist du Porsche-Werksfahrer. Damals hatten wir ja auch kein Programm. Also das Einzige, was du halt machen konntest damals, war Kundensport. Es gab kein Werksprogramm. Es gab kein einziges Werksprojekt, sondern der Kundensport hat die Kundenfahrzeuge verkauft. Damals die 996 GT3R und RS und dann RSR. Das waren so die GT-Fahrzeuge damals. Und das war noch Jürgen Barth, oder? Ja, der die Kundenautos verkauft hat. Also Jürgen Barth. Zu Beginn noch Jürgen Barth, ja, richtig. Dann war es Hartmut Christen. Ja.
Und der hat die Autos verkauft, dann haben sie so Programme gestrickt in Amerika mit Alex Job Racing. Ja. Und dann weiß ich noch, als ich dann Werksfahrer wurde, 2003, gab es in Europa kein Programm. Das hat er mir mal erzählt. Das war die Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, Jürgen Barth. Ja. Und da habe ich gesagt, und cool, und Porsche. Sagte, wir machen ja nichts. So, und dann habe ich gesagt, aber wieso? Sagte nur, ich verkaufe ein paar Rennautos an private Rennstalle. Genau das, was du gesagt hast. Genau, das war wirklich. Und es gab ja nichts, aber es war ja auch Vanille Wiedeking, der nicht so Bock auf Rennsport hatte, weil er das als Geldvernichtung erachtet hat und erstmal die Firma auf Kurs bringen musste. Ja, richtig. Ich meine, der war dann 98. Das hat natürlich schon, glaube ich, damals viel Geld gekostet, das GT1-Projekt. Und dann gab es den LMP 2000, was einfach ein absolut geiles Auto ist, wenn du davor stehst. Das ist so ein cooles, also ein schöner Prototyp einfach. Den der Norbert Singer ja auch noch aerodynamisch gemacht hat. Und so ein wunderschönes Auto. Leider nur, glaube ich, 70, 80 Kilometer in Weissach gefahren mit Alan McNish und Bob Wollek. Und dann wurde das Ding ja Programm eingestampft. Und das war ja gerade im Prinzip das Projekt erledigt. Und ich kam zu Porsche als Junior. Und da war nicht klar, was passiert und wie es sich entwickelt. Und dann war immer wieder der Wunsch da, dass man Le Mans Gesamtsieg mal wieder ein Auto baut oder ein Prototyp baut. Aber das war unter Wiedeking undenkbar, weil er es einfach, so wie du gesagt hast, als Geldvernichtungsmaschine gesehen hat. Und wir haben dann immer so, dass die Motorsportabteilung, das war ja auch das Coole damals, man hat wirklich ohne Geld versucht, irgendwie coole Projekte zu machen. Also dann zu gucken, okay, wie kann man 24 Stunden drin Nürburgring gewinnen? Ohne Geld. Wie kann man das machen? Oder wie kann man 24 Stunden Spa gewinnen? Wie kann man FIA GT, wie kann man ALMS machen? Und das war also die Zeit. Da bist du dann bei einem Kundenteam gefahren, teilweise dann halt mit einem Kunde zusammen auf dem Auto oder wenn du Glück hattest, mit dem zweiten Werksfahrer. Und das war aber auch so eine, ja, ich würde mal sagen, recht unbeschwerte Zeit. Das war so, der Konkurrenzdruck war jetzt nicht so riesig. Also keine Ahnung, FIA GT 2003, die haben wir gewonnen. Mein Teamkollege Stefan Ortelli bei Freisinger Motorsport, wollte ich gerade sagen. Was ja auch schon einfach so ein Kultteam ist und ja eigentlich auch so Familienteam war und auch alles selber gemacht haben mit einer kleinen Imbiss-Pommesbude fürs Team-Catering und so weiter, in den günstigsten Hotels übernachtet und so. Das war auch immer Abenteuer. Und das war einfach cool. Und dafür dann das miterleben zu dürfen, dafür einfach Rennen fahren zu dürfen für Porsche, den Titel zu haben, Werksfahrer, war das einfach geil damals, muss man schon sagen. Das war eine richtig coole Zeit. Aber klar, du hattest immer gehofft, hoffentlich geht es irgendwann mal wieder Richtung Le Mans oder gibt es ein cooles Projekt. Und hat aber noch ein bisschen gedauert. Ja. Du hast dann nebenbei, also die haben dir die Entwicklung vom RS Spider angeboten, oder? Also bei Porsche, oder sie wollten den entwickeln und wollten dich da so ein bisschen mit reinholen, dass du da mitmachst. Ja, das war das ist nicht ganz richtig, weil ehrlicherweise war das so damals so die Zeit, wo es bei mir so ein bisschen drum ging, was mache ich jetzt? Und jetzt fahre ich hier Rennen und ich weiß aber nicht, wie lange es noch geht, wie lange es weitergeht und habe mir eher so Gedanken gemacht, was mache ich für die Zukunft. Und ich habe während meiner Juniorzeit 2 Semester an der Uni Stuttgart studiert. Und habe dann damals gemerkt, dass halt die Doppelbelastung echt nicht so einfach ist, gerade an der Uni auch. Und dann habe ich damals mit Helmut Granerlang gesprochen, der damalige Junior-Teamchef, und der meinte, hey, warum tust du dir eigentlich den Stress an? Du bist jetzt 20, du kannst mit 25 auch noch studieren. Jetzt guck doch erstmal, dass du Werksfahrer bist. Und dann kannst du immer noch studieren. Ich dachte, nicht so richtig happy damit gewesen, weil ich eigentlich beides machen wollte. Und dann habe ich gesagt, nee, aber das ist eine gute Idee, mache ich jetzt. Habe mich exmatrikuliert, voll 1 auf eine Karte Profi, hat funktioniert. Und dann bin ich da das erste Jahr bei Freisinger gefahren und dann 2004 das zweite Jahr in Amerika. Und das war das erste Jahr, wo es nicht rund lief. Also es war wirklich so ein Jahr, wo du denkst, hoffentlich ist es bald vorbei. Also Performance hat nicht gestimmt, ich habe mich nicht wohlgefühlt, war einfach nicht performt, auch so wie ich es von mir selber erwartet habe. Und dann habe ich gedacht, immer so Einjahresverträge und da kannst du auch relativ schnell rausfliegen aus der ganzen Nummer. Und habe dann damals schon meine Frau kennengelernt und dann war da auch recht früh dann irgendwann mal auch der Nachwuchs unterwegs. Und dann war klar, hey, kannst jetzt nicht bringen irgendwie. Du hast keine Ausbildung, bist hier so ein Hallodri, der durch die Weltgeschichte unterwegs ist und klar, für mich selber cool, aber jetzt hast du irgendwie Verantwortung auf einmal. Und dann kam der Gedanke wieder auf, ich könnte wieder studieren. Und wie kann ich das mit Porsche machen? Ich bin dann damals zum Hartmut Christen gegangen, der dann damals der Motorsportchef war, nach Herbert Ampferer, und habe gesagt, ich weiß selber, die Saison war echt nix. Ja? Du weißt ja, ich würde gern studieren und würde es wieder aufnehmen und kann ich das irgendwie bei euch machen? Irgendwie in irgendeiner Form.
Ich war da und wusste nicht, wie das Gespräch endet und was dabei rauskommt. Und dann sagt der Hartmut zu mir, ja, das machen wir. Du bleibst Werksfahrer, dann reduzieren wir deinen Vertrag mit den Rennen, dass du weniger Rennen fährst. Und Prio 1 ist das Studium und du machst alle Praktika, alles bei uns. Denke ich mir, das kann nicht wahr sein. Ja, das nächste Ding vor die Füße geworfen. Das gibt's so nicht. Ja. Das muss ich machen. So eine Chance kriege ich nie wieder. Ja, klar. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich in Esslingen dann Fahrzeugtechnik studiert. Und das war auch cool, weil der Hartmut, das so ein richtiger alter, so ein richtiges Köpfchen ist und dann der auch immer schön die Noten kontrolliert hat und hat immer gesagt, wenn die Noten passen, dann wird der Vertrag automatisch verlängert. Oh, okay. Und war immer ein Jahresvertrag. Ja. Und dann, dann hat man so ein Programm gestrickt, dann hat der Roland Kussmann damals gesagt, dann haben wir so Roland gesprochen, sagt er, ja, das findet er gut mit dem Studium und vor allem, da kannst du VLN fahren. VLN ist super, da fährst du freitags nach der Uni, fährst da hoch, fährst am Samstag Rennen, kannst samstags heimfahren, kannst sonntags lernen, dann gehst du am Montag wieder in die fahren. Dann sage ich, das ist ein Plan, das machen wir, genauso machen wir das. Und dann haben wir so ein Programm gestrickt, ich glaube, im Vertrag standen drin, dass ich 7 Rennen fahren soll. Daytona und Le Mans war immer ausgeschlossen, weil es immer der Prüfungszeitraum war. Und im Endeffekt bin ich immer so 14, 15 Rennen noch gefahren. Ja. Okay. Ich war dann immer noch top, war ja auch okay, hat dann gepasst. Aber das war so, ja, das war cool. Und es hat funktioniert. Also es war eine harte Zeit, weil es war September 2005 und 2005 ging auch das RS Spider-Projekt los. Deswegen war klar, dass ich in dem Projekt raus war. Ja, okay, alles klar. Ich habe irgendwann mal gelesen, das war der Kompromiss. Ja, das sagt, okay, da war ich jetzt raus und da habe ich schon ein bisschen mit einem weinenden Auge auch geguckt, weil so Prototypen hätte ich schon auch Lust gehabt zu fahren. Aber war für mich fein, weil ich hatte eine andere Möglichkeit. Und es war für mich in dem Moment wichtiger. Also du bist immer GT3s dann quasi gefahren? Ich bin dann immer permanent GT gefahren. Ja. Und dann kam dann irgendwann mal der Wechsel von 996 auf 997. Und dann bin ich damals, im ersten Jahr Studium bin ich noch 4 GT gefahren, dann für italienisches Team Auto Orlando, für Proton die ersten Rennen 2006, 2007. Das war einfach cool bei den Engländern. Und dann ging das Thema Nordschleife los beim Olaf. Das war dann auch so... Olaf Mattei. Ja, genau. Und da hieß dann auf einmal so, ja, du kannst ja dann VLN fahren, da hast du Zeit dafür. Und dann war das für mich auch echt sensationell. Wie ich schon gesagt habe, das waren die Rennen mit Proton in der Le Mans-Serie, mit Norbert Singer am Kommandostand. Habe ich unheimlich viel gelernt. Dann bin ich in Amerika, war ich immer der 3. Fahrer mit Jörg und Patrick bei Flying Lizard. Bin Sebring gefahren, bin Road Atlanta gefahren, konnte 24 Stunden Rennen Nürburgring fahren, konnte 24 Stunden Spa fahren. Das war so mein Programm. Dazwischen VLN-Rennen und dann halt Prüfungsstress und zu Hause die Frau und der Sohnemann. Und ich glaube, die ersten 2 Semester, das war der absolute Horror. Ich war so im Stress. Ehrlich gesagt, ich war so im Stress und dass meine Frau immer noch mit mir zusammen ist, das zeigt, glaube ich, dass wir das irgendwie gut hingekriegt haben, weil das war damals schon kritisch. Also es war schon, wo du sagst, was mache ich hier eigentlich? Also das ist, ich kam nach Hause, bin morgens mit der S-Bahn von Ludwigsburg nach Esslingen morgens um 6 raus. 6:30 Uhr oder so ging die Bahn, S-Bahn, dann nebenher gelernt, abends nach Hause, dann bisschen spazieren, bisschen essen mit der Familie, dann wieder an den Schreibtisch, wieder gelernt, Mathe, technische Mechanik, Thermodynamik, was man halt so macht im Ingenieurstudium. Und bisschen gepennt, nachts der Kleine wieder wach gewesen, wieder rumgetragen und es war krass. Und dann wieder Tasche gepackt, los zu den Rennen gefahren. An Sport war gar nicht zu denken. In der Zeitraum war ich echt auch nicht fit. Ja, okay, aber ich habe echt brutal viel Spaß wieder gehabt am Rennenfahren. Also nach dem einen Jahr, wo es nicht so lief, und habe das viel mehr genießen können, weil es einfach immer ein Bonus war. Das war so die Zeit, auch mit dem Norbert in der Le Mans-Serie, mit dem Roland auf der Nordschleife, mit Mantai zusammen, Olaf und Roland in der Kombi. Das war einfach geil. Das war einfach cool. Und dann hat das auch einfach, hat auch so eine Leichtigkeit gehabt. Also ich bin dann einfach so befreit Rennen gefahren, für mich irgendwie auch ohne Druck und hatte so viel Spaß, war erfolgreich. Gute Performance gezeigt und so. Es hat einfach Spaß gemacht. Ja, das ist eine geile Zeit, oder? Absolut. Also ich meine, was hat deine Frau? War die auch berufstätig, oder? Nee, zu dem Zeitpunkt konnte die nichts. Nein, das war schon so, dass du als Profi so viel verdient hast,
bei den ganzen Rennen, dass du das schon alles locker finanzieren konntest. Das war dann, also wie gesagt, ich konnte mir dadurch halt das Studium finanzieren, ich konnte meine Familie... Und deinen Eltern nochmal einen Urlaub gönnen vielleicht. Ja, die konnten dann in Urlaub fahren, das war dann gut, ja. Die waren dann im Urlaub, das war schön, ja. Und wie gesagt, ja, das war einfach eine wahnsinnig intensive Zeit. Da ist unheimlich viel passiert, unheimlich viel... Ja, auch dieses ganze Nürburgring, was ja auch so intensiv ist vom Fahren an sich. Ja. Also der Nürburgring-Nordschleife ist brutal anspruchsvoll im Verkehr und es hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig, richtig cool. Mit Olaf zusammenzuarbeiten, den ich auch sehr, sehr schätze. Einfach ein total cooler Typ, auch ein sehr familiäres Team gewesen zu der Zeit mit der Renate, die Mettbrötchen geschmiert hat und so. Das war einfach auch wieder so wie früher, wie es eigentlich so, wie wir es halt erlebt haben, im Kart, im Formelbereich und so. Und das war schön. War richtig schön. Wie stolz warst du so als Vater, als das dann so losging und eigentlich quasi alles immer auf der Kippe stand und dann der Traum so abgeflogen ist? Ja, ich habe immer gesagt, das ist wie ein Sechser im Lotto eigentlich. Ja. Und das passiert nur einmal im Leben. Und natürlich stolz und jeder hat natürlich dich ja darauf angesprochen und alles. Einmalig, was da passiert ist. Also auch für mich als Vater ganz klar, passiert kein zweites Mal. Das glaube ich. War alles richtig, war alles gut. Gab es eigentlich mal Angebote dann, als du Porsche-Profi warst, von anderen Teams oder anderen Herstellern? Nein, nee, nie. Die haben gemerkt, dass ihr ein Porsche, also ich glaube näher an Porsche ist eigentlich nur die Familie Porsche selbst, habe ich das Gefühl. Ja, es kam auch, es war nie... Also BMW oder so, das ist ja eigentlich lustig, ne? Oder? Nee, habe ich mich nie drum bemüht auch. Audi? Nee. Okay. Null. Das ist ja bei Timo, der ist ja immer Audi gefahren dann noch. Timo ist Audi, genau. Das war dann nach der RS Spider-Zeit und dann hat durch die Konzerne und so weiter hat Audi angefragt, ob sie die zwei haben können, Timo und Romain. Und dann war er im Prinzip ausgeliehen zu Audi. Aber auch so der Mike Rockenfeller zum Beispiel oder der Lukas, die dann wirklich aus dem Porsche-Kader raus sind, dann zu Audi wirklich DTM und LMP gefahren sind. Das war für mich keine Option. Damals habe ich studiert, also die haben mir das ermöglicht, überhaupt den Traum zu leben, Rennfahrer zu sein. Also das muss man wirklich sagen. Das war mir jetzt so nicht bewusst und ich finde das ja sensationell für eine Marke, also für Porsche, dass die das so mitziehen. Ich meine, wir jetzt sagen können, eigentlich passt das perfekt zu Porsche, weil irgendwie kommt mir der Laden immer noch so vor, ne? Dass die sowas total fördern, diesen Ehrgeiz im Studium und so und dass die sagen, das ist schon gut, dass der Junge eine Ausbildung macht und dann nicht irgendwie unter die Räder kommt. Ja, und das ist, da bist du halt auch in einer gewissen Weise halt auch sehr dankbar, weil wenn du weißt, wo du herkommst, und so wie wir Motorsport betrieben haben und dann die Möglichkeit zu haben und dann noch zu studieren, ja, also, keine Ahnung, wenn du dann drüber nachdenkst, irgendwo anders hinzugehen, dann... Klar, also das macht man dann nicht. Ne? Aber trotzdem, überhaupt nicht. Aber dieses Damoklesschwert mit dem Jahresvertrag hätte sein können, dass irgendjemand kommt und sagt, du, bei uns kriegst du jetzt einen 5-Jahres-Vertrag und jetzt gibt's doch mal hier alles. Das war so viel Vertrauen und so viel Respekt und gegenseitige Wertschätzung. Also gerade mit dem Hartmut war ein sehr, sehr gutes Verhältnis, was ich mit ihm hatte. Das war echt sehr fair. Der war sehr hart. Der hat ja auch gesagt, wenn es ihm nicht gepasst hat. Das war für manche auch ein bisschen anstrengend, weil er einfach auch so eine ganz, ganz, ganz harte Linie hatte. Aber die fand ich gut. Das fand ich einfach ehrlich und hat gut zu mir gepasst. Ja. Ja, ist gut. Die Nordschleife ist ja eben auch schon mal gefallen und Manthey ist da ja ansässig. War das schon immer so deine Traumrennstrecke oder gibt es irgendeine Rennstrecke, die dir besser gefällt? Nee, das ist schon meine Lieblingsrennstrecke, aber das war auch nicht so, dass ich jetzt da unbedingt Rennen fahren wollte zu Beginn meiner Karriere. Das war auch so, das hat sich irgendwie ergeben. Klar habe ich dann versucht, irgendwie Kilometer zu kriegen und mal die Möglichkeit zu haben. Das hat mich schon gereizt. Aber man kann schon sagen, dass dann so die Nordschleife so von den Jahren 2006, 2007 bis 2013, wo ich mein letztes Rennen gefahren bin, absolut eigentlich auch mit meine erfolgreichste Zeit war als Porsche-Werksfahrer und die schönste, intensivste, gerade auch das zu erleben von diesem Clubsport, sage ich mal Clubsportrennen, wo es damals war. Da hattest du 3, 4 Autos, die um den Gesamtsieg kämpfen konnten, mit Dodge Viper von Zackspeed. Dann hast du einen Land Porsche, dann hast du einen Manthey Porsche gehabt, dann hast du noch einen BMW gehabt. Ja, das waren die Autos, die um den Gesamtsieg gekämpft haben. Und dann kam lange gar nichts. Ja. Bis zu der Zeit, so 2011, wo wir gewonnen haben, das letzte Mal, wo du dann gegen Audi, BMW, Mercedes, was weiß ich noch alles, angetreten bist, die ganzen Werke, als kleines Team Manthey mit einer minimalen Unterstützung von Porsche. Und das mitzuerleben war toll und die Strecke ist einfach ein Traum zu fahren mit dem Rennauto. Das ist die einzige Rennstrecke, die dir wirklich noch diesen Thrill oder dieses
dieses Risiko eigentlich so vermittelt. Ich weiß noch, die erste Runde, die ich im Rennauto gefahren bin, eingebogen Döttinger Höhe. Und ich glaube, ich habe dann das erste Mal erst geatmet. Ich war fix und fertig nach einer Runde. Fix und fertig war ich. Und das ist einfach berauschend. Das ist einfach auch so eine Sucht dann auch. Und wie oft bin ich weggefahren nach einem Rennwochenende und gedacht, boah, Gott sei Dank ist es vorbei. Gott sei Dank ist nichts passiert. Und dann hast du so 3-4 Situationen, so einen Verkehr, wo du denkst, oh, das hätte auch richtig schief gehen können. Und am nächsten Tag bis zu Hause, wann geht's wieder los? Ich will wieder los. Ich will wieder auf die Strecke. Ich will wieder fahren und ich will Rennen fahren. Ich konnte damals nicht genug kriegen von der VLN. VLN und 24-Stunden-Rennen Nürburgring, bin total gern gefahren. Also wenn man bei der VLN sieht, wie viele Teams da ja seit Jahrzehnten fahren oder auch wie alt eigentlich das Fahrerfeld ist, dann weißt du, das ist wirklich eine Sucht. Ja. Das finde ich, das merkt man, wenn man durchs Fahrerlager läuft. Ja. Hattest du irgendeinen Mentor, der dir die Nordschleife näher gebracht hat oder mit dem du das mal so abgefahren bist oder so? Ja, tatsächlich. Der erste, mit dem ich drüber gefahren bin, war Marc Basseng. Okay. Das war ist ja auch so ein richtiger Nordschleifen-Nerd. Der liebt die Nordschleife auch. Und damals bei Landmotorsport waren unsere ersten Rennen. Also der Rocky, Mike Rockenfeller und ich sind dann dazugestoßen zum Team. Und der Marc hat uns dann damals die Strecke ein bisschen gezeigt. Ja, das war so die Anfänge. Ja. Was hattest du damals schon dann für ein Dienstauto oder war es kein Boxster mehr wahrscheinlich? Nee, das war dann 911. Also das war 911 oder ich weiß gar nicht. Das ist ja dann immer so, also ich kann es wahrscheinlich, kriegst zusammen, entweder war es ein Cayenne oder ein 11 damals, okay. Aber mit dem bist du nicht auf die Strecke, das hast du nicht getraut. Ja, okay. Da gab es Ärger, wenn die Bremsen unten waren und die Reifen runtergeschrubbt, da gab es dann Ärger. Guck mal, das ist Porsche, ne? Immer noch so ein bisschen sparsam. Ja, doch. Die alte Walter-Röhrl-Schule, noch weniger verbrauchen als die Angabe. Ja, und einfach auch so diese Werte zu vermitteln, das war, glaube ich, im Junior-Team auch, hat uns brutal geprägt. Diese traditionellen Werte, und das glaube ich, wenn du mit dem Timo heute auch sprichst oder mit Mike oder sowas, das, was uns da beigebracht haben, wie man mit Leuten im Team umgeht, wie man mit Sponsoren umgeht, wie man das wertschätzt einfach, dass man die Möglichkeit hat, so ein Rennauto zu fahren. Ja, und nicht, ihr seid die absolut größten Typen, sondern wir sind Porsche, wir fahren Rennen, wir wollen gewinnen und ihr seid ein Teil davon. Und das ist mir halt auch immer geblieben. Und das ist aber auch so sympathisch und das ist auch so urschwäbisch und auch vielleicht auch ein bisschen konservativ. Nee, das sind genau die Werte, die das Unternehmen halt einfach so vertritt. Und du merkst, also ich merke das jetzt und natürlich weiß ich auch, wer mir gegenüber sitzt, aber ich finde, man merkt, von welchem Hersteller die Leute kommen, ganz oft. Also ich will jetzt nicht sagen, dass andere immer groß aufsprechen oder sowas, aber bei Porsche ist diese Bescheidenheit, auch der ältere Mitarbeiter, ob es jetzt ein Hans Metzger war oder ein Norbert Singer oder Roland Kussmaul, das sind ja keine Leute, die so riesig aufsprechen, sondern die haben alle so eine Bescheidenheit. Den Timo Bernhard natürlich auch, ne? Du jetzt sowieso, aber... Die Firma ist immer im Vordergrund. Das ist immer die Firma, die das Wichtigste ist. Ja, aber das finde ich so interessant, dass du sagst, man muss... Also vielleicht ist auch Porsche deshalb auf dich zugekommen. Du hast zwar nicht groß genug aufgesprochen für vielleicht eine steile Formel-3-Karriere oder sowas, aber genau das hat vielleicht Porsche gesucht. Wenn du jetzt sagst, retrospektiv, würdest du sagen, du hättest vielleicht ein bisschen dominanter oder ein bisschen selbstbewusster sein können. Nimm jetzt meinetwegen einen Lauren Heinrich. Das ist ja auch keiner, der irgendwie aufspricht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber das ist für mich auch so ein typisches Porsche-Gesicht. Ja, ich glaube, das haben die da schon so bewusst ausgesucht teilweise früher. Also es war schon so, dass sie natürlich irgendwie geguckt haben, dass die Persönlichkeit auch zum Langstreckensport passt. Das war damals ganz extrem. Also das war wirklich so. Die haben auch bewusst geschaut, sie wollen jetzt nicht die Top-Jungs, die sowieso ihren Weg machen in die Formel 3, die Budget haben und so weiter, die wollten sie gar nicht haben, sondern die wollten so Jungs haben wie ein Mike Rockenfeller, der ein Jahr Formel König gefahren ist, den niemand kannte. Das war Timo Bernhard, das war Lukas Luhr, Dirk Müller. Das waren alles Leute, die waren so ein bisschen erfolgreich, die kannte man so, aber da hätte man nie gedacht, es wird jetzt irgendwie mal ein Le Mans-Sieger oder wird ein Sportwagen-Weltmeister draus. Und keine Ahnung. Ich weiß noch, ich bin dann Junior geworden. Rally Racing damals hat geschrieben, wer zum Teufel ist lieb. Und dann da war ein kleines Bild drin von mir vom UPS-Auto und dann, Marc Lieb, neuer Porsche Junior und so weiter. Aber die Überschrift war, wer zum Teufel ist lieb. Werde ich nie vergessen. Hast du es angezeigt? Ja, es war eine coole Reise. Absolut.
Richtig coole Reise. Von Anfang bis Ende. Und wir sind sie noch nicht ganz zu Ende durchgegangen, aber ich habe es dir eben vor dem Interview schon gesagt. Also manchmal sagt man mir nach, dass ich einigermaßen gut vorbereitet bin. Ich konnte mir jetzt nicht alles merken, was du alles gemacht hast, in welchen Ländern, überall, wo du gefahren bist und so. Aber wenn du jetzt so sagst, kannst du das so vergleichen, Rennen in Deutschland oder Rennen in Amerika oder Frankreich? Gab es da irgendwie einen Favoriten für dich? Also ich finde das amerikanische Rennenfahren und die Strecken und so und dieser ganze Lifestyle, der in Amerika verkörpert wird, das klingt für mich auch mal so attraktiv eigentlich. Ja, ich muss jetzt eins sagen, wo er gesagt hat, er fährt nicht RS Spyder. Das war ein Idiot. Da wäre ich sofort hin. Also Studium hin oder her. Ja, aber ist doch geil, oder? Dass er so einen Ehrgeiz hatte. Im Nachhinein riesen Respekt vor der Entscheidung als Vater. Also selbst ich, eigentlich der ja relativ bodenständig ist, hätte ich gesagt, das hätte ich nicht abgeschlagen wahrscheinlich. Ja, und dann umso mehr der Respekt, dass er sagt, ich habe das Hirn eingeschaltet. Und ich hätte es wahrscheinlich ausgeschaltet. Ich lasse jetzt mal so stehen. Ja, es ist von Anfang bis Ende einfach eine coole Reise gewesen. Und wenn du jetzt so auf das Thema USA gehst, ja, das ist ein geile Rennen. Bist du mit Alvin Springer zusammengekommen? Klar, Alvin Springer, das so war geil, das erste Mal. Ich weiß noch, Ecke Aufrecht sagt mir, okay, meine erste USA-Reise. Du fährst jetzt darüber und Wichtigste ist, wenn du ankommst, du rufst sofort den Alvin Springer an. Denke ich mir, ja, okay. Mach ich dann schon. Ich lande, Mietwagen, fahre zur Strecke, bin total aufgeregt, lauf dahin zum Porsche, gehe zum Team, sag Hallo, keine Ahnung, und dann, ach so, ja, ich muss ja irgendwie noch zum Alvin Springer noch guten Tag sagen. Kann ich mal von der Weihnachtsfeier, habe ich mal in die Hand geschüttelt und so. Und dann, ja, also ich wollte kurz Hallo sagen. Warum hast du mich nicht angerufen? Das war die Begrüßung von Alvin Springer damals in Amerika. Und werde ich auch nicht vergessen. Komm mal rein, setz dich mal dahin. Ich so, ja, okay, setz mich hin. Und dann haben wir erstmal aufgeklärt, also du fährst hier beim Kundenteam und wenn du einen Kratzer ins Auto machst, mir ist scheißegal, wie schnell du bist. Du kannst auch 5 Sekunden langsamer fahren im ersten Training. Aber ich sag dir eins, wenn du einen Kratzer ins Auto machst, sitzt du morgen im Flugzeug nach Deutschland nach Hause. Das war Alvin Springer. Hat er mir auch erzählt, ja. Das ist Alvin Springer. Der hatte immer die direkte Ansprache und ja, aber das Rennfahren in Amerika ist halt ganz anders. Es ist einfach mehr eine Show. Die Teams arbeiten anders. Es ist alles so ein bisschen, alles wird schön auf Chrom poliert, alles shiny und so weiter. Das ist so typisch, wie man es eigentlich auch so kennt. Und die Fans haben brutales, so eine Bindung zwischen den Fahrern, zwischen den Autos, den Marken. Die Strecken sind wahnsinnig cool, saugefährlich, brutal herausfordernd und ja, dass die da immer noch mit Prototypen rumfahren, das ist echt das Ganze. In Deutschland werden da alle, keine Ahnung, 300 Meter Kiesbett oder sowas bauen. Das geht ja gar nicht. Und das war schön, ja. Aber wie gesagt, ich bin ja nur ein Jahr voll in Amerika gefahren, 2004. Und sonst immer diese Einzelrennen, also Daytona, Atlanta, Sebring. Das waren so die Rennen, die ich dort gefahren bin. Ab und zu mal ausgeholfen, wenn irgendwo noch was war. Hätte ich wahrscheinlich gerne noch gemacht, mal ein Jahr noch mal komplett in Amerika zu fahren. Aber es ist auch sehr anstrengend mit dem Reisen. Also ich fand das brutal. Ich hätte es, glaube ich, wirklich nur gemacht, wenn ich da drüben auch gewohnt hätte. Mal ein Jahr lang. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob auch so ein Umzug auch mal vielleicht so im Gespräch war mit deiner Frau oder hat die gesagt, jetzt hau ab? Nee, das haben wir schon mal überlegt dann auch, ob wir uns das vielleicht auch mal überlegen könnten, da hinzuziehen und dann ging es dann im Studium und dann haben wir uns danach vielleicht nochmal überlegt, könnten wir eigentlich nochmal machen, ja. Aber hat sich irgendwie nicht ergeben, war dann immer so Fokus an Europa, VLN, Nürburgring, WC dann, Weltmeisterschaft und dann war das Thema USA, hat es dann einfach nicht mehr ergeben. Gibt es eine Lieblingsrennstrecke in den USA, die du gefahren bist? Ja, Road Atlanta. Road Atlanta ist toll. Also es ist so ein bisschen so wie so ein kleines Spa. Das ist so ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab, schnelle Kurven, was ich sehr gerne mag, wenn du sehr flüssigen Kurs hast mit vielen schnellen Kurven. Das macht einfach Spaß. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Rennstrecke. Was ich auch noch super fand, wo ich ein Rennen gefahren bin, ist tatsächlich Mont Tremblant. Das ist in Kanada, ist komplett verrückt eigentlich auch. Also sowas ist noch krasser als Road Atlanta. Die sind damals mit der Grand Am noch gefahren dort. Auch mit Turn 1, ich glaube Jackie Stewart war es mal, der gesagt, Turn 1 Mont Tremblant ist für ihn die schwierigste Kurve auf der ganzen Welt. Echt? Ja, das ist so gehört. Okay. Ja, muss mal gucken oder mal ein paar Onboards und so anschauen. Das ist echt wild. Das ist richtig wild. Auch eine ziemlich coole Strecke in USA oder Nordamerika. Ja. Das fand ich auch echt stark. Ja, und dann
Da hatte ich ja das Glück, noch so ein bisschen V8 zu fahren in Australien, V8 Supercars, ein paar Rennen. Und das ist ja auch wieder eine ganz andere Kultur in Australien. Eine sehr, sehr coole. Also auch sehr entspannt, sehr locker. Ganz verrückte Autos, ohne Grip, mit viel Leistung, dicke V8-Motoren, kein Grip, keine Fahrhilfen, nichts. Das ist, wovon Gerhard Berger mal in seiner DTM geträumt hat. So ungefähr. Leistung, kein Grip, genau, alles geht vom Fahrer aus. Und da Bathurst zu fahren, auch eine absolute Lieblingsstrecke von mir. Ja. Ja, mega cooler Ort. Und für die Australier, dieses 1000 Kilometer Rennen in Bathurst, ist ja wie für die Franzosen das 24 Stunden Le Mans. Das zelebrieren die ja auch. Und das mal mitgemacht zu haben, war auch echt eine coole Erfahrung. Das war auch einer meiner Highlights, muss ich sagen. Okay. Du, und das erste Mal Le Mans. Also 11 Mal insgesamt hast du Le Mans teilgenommen. Ja, wie gesagt, die paar Jahre, wo ich studiert habe ich es verpasst. Ja, da konnte ich nicht mitmachen. Ab 2003 genau. bist du das erste Mal gefahren. Wie war das erste Mal Le Mans für dich? Also ist das so dieser große Glanz, der dann, oder war das für dich gar nicht so das Ding, wo du unbedingt mal mitfahren wolltest? Doch, das war dann schon so. Als, du kannst dann Le Mans fahren, das war dann schon, wow, cool, endlich geht's nach Le Mans. Also, wow. Und dann kennst du ja den Film Le Mans. Wir sind da 2 Jahre davor mit dem französischen Carrera-Cup-Rennen mitgefahren auf der Grand Prix, auf dem kleinen Motorradkurs. Mhm. Und da hast du schon gesehen, wenn du durch die Stadt gehst und du siehst die ganzen, also das Drumherum einfach schon, die Atmosphäre ist dann der Hammer. Und dann, wenn du dann in Le Mans bist und die ganzen Leute siehst und wie die das auch einfach feiern, diese ganze Woche, das am Anfang hat es mich erschlagen. Da wusste ich gar nicht, wo ich nicht gucken soll. Und dann die Strecke das erste Mal zu fahren, die langen Geraden, die Porsche-Kurven und der Ransotasten. Damals gab es noch Qualifying-Reifen auf dem GT-Auto, wo du auch nie vorher Qualifying-Reifen gefahren bist. Aber die waren halt dann 4 Sekunden schneller auf eine Runde. Aber halt eine Runde gehalten. Das waren einfach so viele Eindrücke und so viele auf einmal. Das hat dich am Anfang schon ein bisschen erschlagen. Aber es war toll. Es war eine richtig coole Erfahrung. Und dann halt auch mit diesem, sagen wir mal, langsamen Start, mit dem Kundenteam, wo du dich auch mal reingrooven konntest und dann von 24 dann 12 Stunden gefahren bist oder so, oder 13. Das war einfach dann auch genial und für mich als Fahrer einfach, als junger Fahrer extrem wertvoll. So viele Kilometer zu schrubben, so viele Runden zu fahren dort. Und ja, es war richtig cool. Aber es war natürlich immer noch nicht, es war nur ein 11er, es war nicht auf Gesamtsieg. Also man hängt ja doch auch meistens im Rückspiegel, oder? Und guckt, dass man niemandem im Weg steht. Ja, das ist klar. Die ganzen Prototypen, die fahren an dir vorbei und denkst du fährst hier im 5. Gang mit dem GT-Auto, driftest so leicht, so mit 2,30 so durch die Porsche-Kurven und dann fährt außen drum so ein Audi an dir vorbei und gibt dir halt noch Lichthupe. Und das war schon beeindruckend. Ja. Absolut beeindruckend. Da hab ich lang Auto gefahren, gell? Ja, immer viel. Richtig viel gefahren, gell? Viel gefahren. Ich weiß noch, wie der Teamchef gesagt hat, Mark takes the checkered flag. Ja. So hat man gewechselt. Also. Ja, da warst du, im ersten Jahr warst du mit dabei. Ja. War der mit dabei. Das war cool. Ja. AP, bist du viel mitgefahren zu Rennen? Oder, also ich meine, du hast ja den auch noch einen Job gehabt. Also. Ja, gut, ich habe auch einen Job gehabt. Ich war auch mal froh, nicht am Wochenende am Rennstrecken zu sein. Irgendwo. Ja, Carrera Cup waren wir ab und zu dabei. Ja, und Adria und dann auch in Le Mans dabei. Ja. Selber hingefahren und so. Ja. WEC auch. Bin ja auch nach Bahrain geflogen, da war ja mal die alte Wirkungsstätte von Hof. Ach ja, stimmt, ja. Da kannte ich mich aus. Da bist du mit dem Opa sogar gekommen. Und dann habe ich noch einen Opa mit, also meinen Vater mit eingeladen. Waren wir drüben und so. Ja, so Sachen haben wir immer rausgepickt, was auch letztendlich was angenehm war. Du hast auch als Porsche Junior so ein bisschen nebenbei in der Serienautoentwicklung mitgemacht, glaube ich, oder? Nee, also Serie habe ich tatsächlich Serie war erst 918. 918, genau. 918 wenn man davon von Serienauto reden kann. Ja, aber das war auch klasse, weil der Frank Walliser damals mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, da mitzumachen in der Entwicklung. Und das war super spannend für mich. Also es war einfach auch ein cooles Projekt und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also von Beginn an, das Auto war ja von Beginn an eigentlich negativ behaftet, weil jeder gesagt hat, oh ja, mit so einem Hybrid und das wird voll schwer und das wird nie so schnell sein. Und angefangen haben wir tatsächlich bei der Entwicklung mit den Reifen. Das war mit dem Walter Röhrl und noch einem Reifentester, dass wir dann auf der Nordschleife unterwegs waren mit einem aufgelasteten Carrera GT. Also Carrera GT mit 350 Kilo Gewicht drin am Anfang. Ja, okay. Und mit schon aller angepasstem Fahrwerk, so Federdämpferraten, so wie die Berechnungen waren. Und so haben wir dann die ersten
Reifentest gefahren auf der Nordschleife. Sind die ersten Sachen rausgefahren auch und auf der Nordschleife unterwegs gewesen. War auch cool, mit dem Walter dann zusammenzuarbeiten, auch zu merken oder zu lernen, wie er halt auch das macht und wie er dann arbeitet und immer noch faszinierend halt auch da war er auch schon über 60 oder so. Mhm. Und da halt immer noch zu sehen, wie schnell er immer noch ist auf der Nordschleife und mit welchem Ehrgeiz er das auch macht. Ja. Das ist ja nicht so, dass er dann sagt, jetzt macht er mal ihr Jungs und so. Sondern, nee. Sondern der ist ja dann immer so, was bist gefahren und was ist der gefahren und was machen wir da und so. Das ist ja schon, da ist er wie ein 18-Jähriger, immer noch. Ja. Er hört auch nicht auf, noch zu fahren, bis er der Schnellste ist. Also ja, das ist wirklich, da war für ihn dann schon auch nicht ganz so einfach, glaube ich. Dann einfach sozusagen, jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück. Er hat dann schon gemerkt, jetzt nehme ich mich da mal ein bisschen raus. War so gerade der Punkt, so auch schon davor, wo er so ein bisschen immer weniger gemacht hat, auch bei dem Thema Entwicklung. Gerade auch so dieses Performance-Fahren und so weiter. Da hat er dann gesagt, nee, jetzt bist halt bescheuert und so, das mache ich jetzt nicht mehr mit und so. Und, aber wenn er gefahren ist, hast du gemerkt, da hat er immer den Griff an die Uhr. Ja. So ist er und deswegen bewundern ihn auch die Leute und deswegen bewundere ich ihn auch, wie er einfach noch mit über 60 noch oder damals über 60 noch so einen Nagel im Kopf hatte und einfach so das war auch das Thema dann Rekordfahrt, wo wir dann mit dem 918 das erste Mal unter die 7 Minuten 6,57 gefahren sind. Ja. Und da kam ich direkt aus, das war im Sommer, bin ich das letzte Mal gefahren und da war das Auto, sagen wir mal, noch nicht so ausgereift und auch noch nicht so schön zu fahren und der andere Test hatte dann einen Unfall und ich war unterwegs und ich konnte dann nicht mehr testen. Dann hat der Walter, hatten wir echt auch so ein Krisengespräch dann mit den Ingenieuren und hat der Walter dann im Prinzip die Feinabstimmung noch gemacht fürs Auto. Mhm. Und immer mal wieder telefoniert und so und also funktioniert gut und mit den Ingenieuren, Walter hat es im Griff und wir haben noch ein paar Sachen gefunden, Auto fährt jetzt richtig gut. Okay, und dann ging es los Richtung Rekordfahrt. Ich so, bin schon lange nicht mehr an den Dingen gesessen. So. Das letzte Mal, das war im September und das letzte Mal, glaube ich, war ich im Juni oder Juli, saß ich im Auto. Und bin, glaube ich, an 4 Tagen 3 Runden gefahren. Weil dann irgendwie war was kaputt oder Motorschaden oder sonstiges. Und dann, bin ich dann direkt aus Sao Paulo gekommen. Und das erste, wo ich im Dorint-Hotel in die Arme gelaufen bin, war der Walter. Er sagte, Auto ist gut. Passt. Kannst ja machen. Er sagte, es fährt richtig gut. Und dann war ich schon beruhigt, weil wenn der Walter sagt, es fährt richtig gut, dann wusste ich auch, es funktioniert gut. Und so war es auch und das Auto war toll zu fahren und es war auch ein cooler Tag, war echt, war spannend und war nett und war auch einfach so eine coole Story dann zum Abschluss dann für das Projekt dann mit dem 918er, weil jeder hat halt gesagt, das Auto kann nicht performen, das ist zu schwer, das ist irgendwie, und dann mit der Performance aber hat man halt gezeigt, dass das Auto halt richtig gut ist und das war schön. Das war dann für das ganze Projekt natürlich auch. Frank Walliser war, glaube ich, der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt an dem Tag. Ja. So habe ich ihn noch nie davor gesehen, so ausgelassen und so happy. Deswegen, war sehr cool. Ist das immer noch so ein bisschen so ein 918, so ein Favorit von dir aus der Porsche Straßen Super Sportwagen-Geschichte oder bist du auch eher so der analoge Carrera GT? Naja, das hast du mich natürlich schon erwischt, weil das schlagen nur 2 Herzen natürlich. Ja. Also klar, das mit dem Auto verbinde ich natürlich extrem viel und weil ich einfach halt in der Entwicklung mit dabei war, mit dem 918 Spider. Ich finde es auch auf der Straße unheimlich faszinierendes Auto. Es ist halt einfach von der Performance her damals, das ist also auch 10 Jahre her. Ja. Das ist schon wieder alt. 2013 war es. Ja. Es ist 10 Jahre Auto alt. Das ist schon wieder alt und trotzdem ist es dann, wenn du so ein Carrera GT sitzt und der V10 dann angeht und du denkst dir, das hört sich richtig, richtig gut an. Ja. Und ich muss ja auch sagen, wir sind ja damals auch noch die Generation, die mit Haarschaltung dann noch 24-Stunden-Rennen gefahren ist und mit Kuppeln und mit Zwischengas geben und so weiter. Das habe ich dann später schon vermisst, weil es ja auch was war, was du als Fahrer dann halt auch können musstest, was du heute halt nicht mehr können musst. Du musst jetzt heutzutage andere Sachen können. Das heißt nicht, dass wir damals irgendwie besser Auto gefahren sind als die heutige Generation. Ich glaube, die heutige Generation, die Jungs, die kommen, die sind einfach so verdammt gut. Die trainieren am Simulator, die können da auf das kleinste Hundertstel, Zehntel, wenn du denen sagst, bremst 3 Meter früher, dann können die das. Ja? Oder 3 Meter später. Weil die einfach so eine feine Technik haben und auch so eine gute Ausbildung. Deswegen, du musst heute, glaube ich, andere Sachen besser können als damals. Und es ist wirklich, wirklich so, dass die Jungs
heutzutage extrem gut sein müssen, weil die Luft einfach immer dünner wird. Aber nee, nochmal zurück zum 918 und zu den Supersportwagen. Ich finde alle Supersportwagen von Porsche finde ich geil. Also 959. 959 ist auch ein für sich faszinierendes Auto. Ich finde es total faszinierend. Er hat da so eine Hassliebe mit dem Auto, weil er immer nur zu viel Elektronik. Genau, immer so, wenn er die Autos in der Werkstatt immer Theater hatte. Nicht handelbar, ja klar. Aber ich bin das erste Mal 2016 so ein Auto gefahren. Auf der Rennstrecke, im Regen, und ich hatte sowas von Spaß. Bilsterberg 959 im Regen. Ja, und das ist aus den 80ern, Mitte 80ern, 86. Ja, und das hat so viel Spaß gemacht. Das war einfach ein Traum zu fahren. Ein Auto aus dem Museum, das war wirklich toll. Da war ich echt fasziniert. Da habe ich gedacht, boah, cool, richtig cool. Und da hatten wir, das war eine Geschichte, eine TV-Geschichte mit Matthias Marmini, hatten wir einen 959, Carrera GT und 918 Spider mit dabei. Warum bin ich bei solchen TV-Geschichten eigentlich nie dabei? Achso, mir fehlt das TV. und ja, da hast du halt alle drei miteinander irgendwie so ein bisschen vergleichen können. Ja. Und war schon cool. Und da einen rauszupicken, wird keinem so richtig gerecht, weil alle drei auf ihre eigene Art tolle Autos sind. Bist du mal so Konkurrenzvergleiche auch gefahren? Also F40 ist jetzt, na gut, ist natürlich eine alte Zeit, aber 918 ist ja vielleicht der McLaren Senna oder so? Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten mal so ein paar Vergleichsfahrten, aber es war eher so im GT3, da hat man mal so eine Corvette in Weissach und mal ein Ferrari und so. Da bin ich mal ein paar Autos gefahren, vergleichsweise. Aber Supersport waren tatsächlich noch keine anderen. Ich bin noch keinen P1 gefahren, was ich unheimlich gerne mal machen würde. Einfach nur zu wissen, wie das auch für so ein Auto fährt, ob das auch alles so stimmt, was da geschrieben worden ist und wie der halt so, oder ein LaFerrari oder sowas. Das sind so Sachen, die würden mich schon mal reizen, einfach zu fahren, klar. Ja. Vielleicht bahnt sich ja ein Hörer oder so dich einzuladen. Dürftest du das fahren? Klar, das natürlich. Also es gibt ja auch die Entwicklungsleute, die tauschen untereinander ja auch die Autos. Und ich weiß nicht, wie oft der Kuss mal früher immer ein Auto da hatte von einem anderen Fabrikat oder ein Lamborghini mal oder sowas, wo sie einfach sich da ein bisschen was anschauen, und die machen das wirklich, die tauschen ja auch direkt von der Entwicklung, hier nimm mal du so eins, und also das läuft ja auch gut und ist eigentlich auch ganz cool, sowas auch mal mitzunehmen. Ich weiß noch, mit Roland waren wir mal auf dem Prüfgelände in Weissach mit so einer Corvette, und da hat er da schwarze Striche da hingezogen. Der war echt einfach auch so verrückt auf der Strecke. Ich meine, der muss ein bisschen aufpassen, die hat gute Leistung, das Ding. Also, okay, alles klar. Du hast auch an einem anderen faszinierenden Auto mitgearbeitet, also ein Rennwagen, und zwar der 911 GT3R Hybrid. Mit einem wirklich ganz speziellen Hybridantrieb. Also ich finde, das ist eine ganz faszinierende Technik. Und zwar war das so ein Kreisel einfach, oder erklär du es? Genau, das war im Prinzip ein Flywheel, also so ein rotierende Magnete quasi, die Energie quasi speichert. Du hast also die mechanische Energie vom Bremsen, wird umgeleitet in elektrische, und dann wird er gespeichert in mechanische Energie in diesem Kreisel. Das Ding neben dir kreiselt halt mit 36.000 Umdrehungen pro Minute oder irgendwas. Und dann haben wir auch schon mal gefragt, also was ist, wenn da mal was bricht? Nee, das implodiert dann, das ist gar kein Problem. Aber ist schon einfach ein komisches Gefühl, wenn neben dir so ein, keine Ahnung, so ein Kuchen, ein bisschen größer als so ein Kuchengedeck, so ein Kreisel da einfach rotiert, und du hörst es ja auch, ist ja auch richtig laut. Aber es war von der Technik her echt auch spannend, das mitzumachen und einfach einen normalen GT3R zu nehmen und den umzubauen auf einen Hybrid und dann an den Start zu bringen, am Nürburgring. Das war schon ein bisschen, war auch ein bisschen verrückt damals. Und das Flywheel kam ja damals von Williams. Die hatten es ja auch in einer kleineren Version dann schon in der Formel 1, also viel kleiner, kompakter und auch im Sportwagen. Der Audi hatte das ja auch gehabt dann als erster. Ja. Und wir hatten es halt ein bisschen größer dimensioniert. Und eigentlich entwickelt für Busse, glaube ich, oder? Ja, in London. Richtig. Das war eigentlich tatsächlich für Busse, also im Stadtverkehr, damit die einfach durch das viele Bremsen beschleunigen, einfach die Energie dann da speichern können. Und und das auf der Nordschleife war ein schönes Projekt mitzumachen. Auch zu fahren, viel auf dem PG gefahren. Ich bin generell viel zu meiner Studienzeit und auch später, als ich dann auch in der Entwicklung noch gearbeitet habe, viel auf dem PG gefahren und viel mit Rennautos, und das war interessant. Es war einfach spannend. Die Arbeit mit den Ingenieuren hat mir auch brutal viel Spaß gemacht. Auch mit Roland Kussmaul zusammenzuarbeiten und dann, oder auch dann später mit dem Martin Mays oder mit dem Achim Klein, als wir dann so beim 2008er RSR irgendwie Dämpferentwicklung gemacht haben. Dann hieß halt, okay, machen wir auf dem PG, haben kein Geld, wir können nirgendwo hingehen zum Testen. Wir machen jetzt mit Sachs Dämpferentwicklung. Du bist so halt 3 Tage
von morgens bis abends auf dem PG gefahren mit dem RSR und hast halt einen Klick da, 2 Klick da. Also auch PG heißt Prüfgelände, genau, Prüfgelände in Weissach und dann ist das Ding fertig abgestimmt. Da musst du aber ich meine, du bist natürlich jetzt, das ist ja auch dankbar eigentlich für Porsche, du bist ja jetzt auch vom Fach gewesen dann nach deinem Studium und hast das dann deine Diplomarbeit mit Differentialsperren. Ja, richtig. Das Thema war dann, welchen Einfluss die Differentialsperre hat auf das Fahrverhalten vom RSR. Haben dann noch so ein Setup-Tool geschrieben, dass man im Prinzip auch relativ schnell vor Ort an der Rennstrecke Sachen verändern kann und kurz in so ein Excel-Tool eingeben kann. Damals war das so, okay, müssen wir alles mal reinbringen und so, was heute normal ist, war damals halt vor 15 Jahren, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, ja schon was Besonderes oder halt einfach auch eine Arbeit oder so eine wissenschaftliche Arbeit und das war eine tolle Arbeit, mit der ich einfach auch brutal viel gelernt habe von den Ingenieuren. Also ich saß in der Performance-Abteilung, damals RS Spider Hochzeit, da hatten sie unheimlich schlaue Köpfe auch mit dabei, die heute noch da sind, die auch im LMP1 später mit dabei waren. Da hatten wir noch, von dem habe ich am meisten über Differential gelernt, war Carlo Santi. Der ist dann danach zu Ferrari gegangen, war dann am Simulator, hat dann ein Testteam gemacht und war dann Ingenieur vom Kimi Räikkönen. Okay. Und das werde ich nicht vergessen. Der hat dann ein MATLAB-Programm geschrieben über eine Differentialsperre. Und es war einfach so ein ganz abartiges Programm. Und das Programm hat dir im Prinzip gesagt, ob du deine Sperre, also ob du das Übersteuern kommt von, weil die Sperrwirkung zu groß oder zu gering war. Das hat der quasi mit dem Programm berechnet. Okay. Und dann habe ich gesagt, Carlo, wann machst du sowas? Ja, da brauchst du schon ein bisschen Zeit. Ich habe 2 Wochen Urlaub gehabt, da habe ich das dann geschrieben. Und diese Menschen um dich rum zu haben und wie die denken und was die da einfach für Potenzial haben und dann da was mitzunehmen und dann auch zu übertragen und in deine Diplomarbeit mit einfließen zu lassen, das war, keine Ahnung, das ist cool. Also geht nicht besser. Es war einfach genial, viel gelernt und brutal dankbar, auch mit so vielen coolen Ingenieuren zusammengearbeitet zu haben zu dem Zeitpunkt. Das war toll. So, und irgendwann kam dann der technische Overkill 919 auf Gesamtsieg in Le Mans. Also du bist die ganze Zeit nur 11 und dann kam auf einmal das Projekt. Ja, das Projekt ging ja schon los in 2011, als er dann der große Managementwechsel auch war. Mit Wolfgang Hatz kam dann auch als Entwicklungschef und dann hieß auf einmal, ja, wir gehen wieder zurück nach Le Mans. Das ist ja, cool, mega. Da bin ich dabei. Logisch will ich dabei sein. Das war das Ziel. Und damals noch zu Beginn Hartmut Christen, Motorsportchef, hat dann gesagt, ja, nee, klar, Timo, Romain, die haben Erfahrung, LMP und Marc, bist auch mit dabei, 100%. Ich sage, okay, cool. Und dann gab es einen Managementwechsel und dann kamen auch Leute von extern und dann hieß es auf einmal, naja, bis mit den Fahrern schauen wir uns mal an. Timo, Romain ist den Gesetz, weil die haben Prototypenerfahrung, alle anderen stellen wir mal hinten an. Und dann stand ich da und denke mir, wie jetzt? Ja, nee, du bist schon, hat man schon so gehört, der ist so ein bisschen zu alt und hat keine Erfahrung auf so Aero-Autos und da war ich da schon ein bisschen geknickt und dann habe ich ja damals noch zu 50% als Ingenieur gearbeitet und bin dann noch quasi GT-Rennen gefahren und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt da mitstinken will, dann muss ich alles auf eine Karte setzen und muss da mal, ich glaube, ich muss jetzt einfach noch mal mit 33 zum Vollprofi werden. Und habe dann 2012 oder 2013 dann gesagt, hey, ich will jetzt nur noch Rennfahrer sein. Ich will ins Programm rein, irgendwie. Und habe halt angefangen, mehr Sport zu machen, mehr zu tun, einfach alles zu geben für den einen großen Traum, da in dem Projekt mit dabei zu sein. Es war auch nicht klar, dass ich da als Ingenieur mit dabei sein durfte. Das war einfach so, das Projekt, das war eine neue Abteilung, neue Menschen, neue Gesichter, teilweise Ingenieure rübergewechselt, aber im Prinzip autark. Und dann musstest du erstmal die Leute wieder kennenlernen. Also diese Familiensituation oder dieses Family Life, wo du dann hattest mit deinen Leuten, mit den Ingenieuren, mit Roland Kusma, mit Singer und mit Christen und so weiter, das war auf einmal alles weg. Und dann auf einmal hieß es nur noch, okay, das zählt nur die Leistung. Alles, was davor war, 0. Und dann war klar, okay, jetzt muss ich mal Gas geben. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, ob ich das schaffe. Und habe da wirklich 2 Jahre dran gearbeitet und habe halt gesagt, ja, ich würde gerne dabei sein und habe mich da vorgestellt beim Andreas Seidel und damals auch der Mike Krack, der jetzt ja bei Aston Martin Teamchef ist, der war nämlich damals auch Chefingenieur noch zu Beginn und dann gesagt, hey, wir wissen schon, dass du das möchtest und so, aber wir warten mal ab und schauen uns mal die Fahrersituation an. Dann haben sie den Mark Webber geholt, dann haben sie den Liljani geholt und dachte, okay, das wird eh nichts mehr. Es ist probiert, aber dann
Und irgendwann mal haben sie mich eingeladen, der Andreas und der Mike, und haben mit mir quasi ein Interview geführt. Warum willst du eigentlich da mitmachen? Und warum bist du jetzt so eigentlich hier und bist du eigentlich schon ein bisschen älter und bist ja schon ein bisschen erfahrener und du kommst ja aus dem GT, du hast gar keine Erfahrung mit den Aero-Autos. Dann sage ich, ja, aber das ist der Grund, warum ich hier mal zu Porsche gekommen bin, beziehungsweise das ist immer der Traum gewesen, nach Le Mans zu gehen und Gesamtsieg zu fahren. Das ist das, warum ich hier bin. Ich will da mit dabei sein und ich will bei einem professionellen Umfeld mal mitmachen. Ich will einfach mal so ein Werksportprojekt miterleben. Und irgendwie muss ich sie da auch irgendwie ein bisschen überzeugt haben und haben dann gesagt, ja, okay, dann nehmen wir dich mal mit zum Fahren und wenn wir sehen, dass es funktioniert, dann passt's. Und dann hatten die am Anfang sehr viele Probleme mit den Testfahrten. Das heißt, hat sich immer wieder verschoben, weil das Auto nicht gelaufen ist. Und dann wurde es schon Ende, also so 14 ging es ja los und dann war es schon Ende der Saison 2013. Und dann bin ich dann noch viel WEC gefahren, in Australien noch, super, also Tourenwagen. Und dann hieß es irgendwann mal, ja, kommst nach Paul Ricard zum Test. So, und dann bin ich dahin zum Test. Und dann bin ich gefahren und war okay, aber du konntest ja noch gar nichts richtig vergleichen, weil das Auto einfach noch nicht so gefahren ist, dass du das irgendwie groß vergleichen konntest. Und das war noch dieser alte Motor, der so stark vibriert hat, den sie dann auch wo sie die Kurbelwelle noch getauscht haben dann später. Okay. Und dann bin ich da aus Paul Ricard weg und ich wusste nicht, ob das jetzt reicht oder nicht. Keine Ahnung. Ich habe dann auch mit dem Wolfgang Hatz gesprochen und ja, nee, du musst noch ein bisschen abnehmen, ein bisschen Sport machen. Und so. Ich sage, ja, das weiß ich, bin ich gerade dran, das läuft alles, keine Sorge. Und ja, da ist nochmal ein Test mit dem neuen Motor und gehst da nochmal mit. Und dann war der Test und das war das erste Mal, als sie dann mit dem neuen Motor gefahren sind und dann bin ich da einen Tag gefahren und am Abend haben sie gesagt, Daumen hoch, bist dabei. Der große Lebenstraum, einen Schritt näher. Yes. Wie wird man eigentlich vorbereitet auf den 919? Timo Bernhard hat mir mal gesagt, dass man nichts anderes eigentlich fahren darf, damit man diese Lenkradknöpfe und das ganze Zeug und die ganze Bedienung nicht durcheinander bekommt mit irgendwas anderem. Diese ganzen Codes. Also vor der ersten Testfahrt, hast du da irgendwelche Simulatoren erlebt? Oder? Nee, damals hatten wir noch keinen Simulator. Der war gerade im Aufbau. Du hast dann quasi eine PDF-Datei gekriegt mit der Bedienungsanleitung vom Lenkrad, mit den verschiedenen Funktionen. Ja. Und das hast du besser auswendig gelernt. Okay. Weil da waren halt viele Sachen dabei, die du einfach wissen musstest. Und das wurde ja auch immer größer, auch während den Rennen dann. Da gab es dann auch Funktionen, die wir gebraucht haben fürs Rennen. Aber am Anfang waren halt so die Basics. Wo ist die Traktionskontrolle? Wo kann ich den Hybrid einschalten? Wo kann ich ihn ausschalten? Bremsbalance verstellen, alles am Lenkrad, Pit-Speed-Limiter und Kupplung und so weiter. Dann hast du halt das Dokument, liest du halt durch, dann machst du noch so ein Trockentraining, bevor du dann rausfährst. Am Abend davor, wenn du deinen Sitz gemacht hast, dann sitzt du drin, dann sagt ein Ingenieur dir, okay, sollst du das einstellen, Multi-Switches, wenn du irgendwelche Temperatursensoren ausschalten musst, weil irgendwas überhitzt oder so. Diese ganzen Funktionen musst du alles drauf haben. Und es wird dann durchgesagt, aber du musst halt schnell machen können. Du musst ja wissen, wo die Schalter sind. Ja, das hast du dann trocken geübt. Und das haben wir immer noch, das haben wir auch die ganzen Jahre später gemacht. Das heißt, vor jedem Rennwochenende gab es immer Trockentraining. Das heißt, immer am Donnerstag saß jeder im Auto mit dem Helm auf, Funk auf und du saßt im Auto und der Ingenieur hat dich gefragt, ja, jetzt, du hast vorne links einen Plattfuß, was machst du jetzt? Und dann, okay, passt. Und so wurdest du halt dann trainiert und später hat man einen Simulator, dann konntest du da trainieren. Und so wirst du halt vorbereitet, die ganzen Funktionen und so und dann fährst du raus. Im Endeffekt ist es ein Auto. Im Endeffekt hat es 4 Räder, ein Lenkrad und fährt auch im Kreis und das Wichtigste war einfach die Vorbereitung. Die war deutlich intensiver als jetzt beim RSR. Muss man ganz klar sagen. Das glaube ich. Auch, glaube ich, von der Datenauswertung muss das ja nochmal so explodieren, oder? Das war pervers teilweise. Ich habe mal gehört, man sitzt da Stunden zusammen und diskutiert Kurven und Drücke und... Ja, und war ja auch alles neu mit dieser ganzen Thematik, mit der Energiemenge. Wann boostest du wo, was, wann stört's dich, wo musst du vielleicht den Booster auf einen anderen Streckenabschnitt legen. Dann dieses Thema, das Differential an der Vorderachse. Das konntest du ja auch einstellen über verschiedene Funktionen, verschiedene Drehmomentverläufe. Also der eine Motor hat hinten gewirkt, der Elektromotor vorne, ne? Deswegen vorne das. Genau, richtig. Und du hast den Verbrenner hinten gehabt und hast den Elektromotor vorne gehabt und hast vorne auch ein Differential gehabt. Das heißt, 2500 PS. Vorne yep. Okay. Ja, sogar ein bisschen mehr. Also so Le Mans 15, das waren die Leistungsstärken, da hatten wir, glaube ich, so über 1000 PS. Also da war ordentlich was los. Ja, und dann bist du da wirklich am Abend gesessen mit den Ingenieuren, diskutiert über Drehmomentverläufe an der Vorderachse, über Brake Bias, Brake Migration. Das ist immer noch präsent. Das ist einfach so krass, was du da einfach für Möglichkeiten hattest, dieses Auto einzustellen, wo du dich halt auch schnell mal verrennen konntest und dann
war das auch teilweise so, du bist dann gefahren, dann hast du gesagt, okay, ich habe Untersteuern und so und dann gebe ich da meine Funktionen, wo ich denke, ich bin in die richtige Richtung unterwegs und dann hast du dich irgendwie verrannt und dann sagen sie wieder, okay, jetzt gehst du mal wieder hier Multi-Switch A12, dann bist du wieder auf dem ursprünglichen Zustand, damit du dich wieder orientieren kannst. Da hast du viel denken müssen. Und der Schlüssel war eigentlich, das Ding schnell zu bewegen, war das Verkehrsmanagement mit dem Hybrid. Das war der Trick. Also wann geladen wird, wann du boosten kannst. Ja, wenn du eine freie Strecke hast, dann war das ja automatisiert. Das heißt, du konntest ja gar nichts machen. Das heißt, der hat die bestimmte Menge in der Kurve einfach geboostet, hat er aufgehört, dann lief der Verbrenner und dann hat er kurz davor, quasi den Verbrenner abgeschaltet oder halt Coasting, da hast du keinen Vortrieb mehr gehabt. Und so war das ja im Prinzip programmiert. Wenn du jetzt aber vor dir ein Auto gesehen hast, keine Ahnung, Le Mans, zweite Schikane, das sind 2 LMPs. Wo könnte ich auf die drauf? Also wo catch ich die? Wo laufe ich auf die beiden auf? Dann musstest du da schon überlegen, wo cancel ich den Boost und wo setze ich ihn ein, damit ich quasi wenig Zeit verliere. Weil wenn du in einer Passage bist und du hängst am Gas und du verschwendest den Boost, verpufft es einfach. Ja. Und dann versuchst du den zu überholen und wenn du es aber clever gemacht hast, da komme ich eh nicht vorbei. Boost quasi gecancelt, hinterhergefahren, aus der Kurve raus beschleunigt und dann den Boost einfach nochmal verlängert. Und damit hast du halt teilweise in Le Mans 5, 6, 7, 8 Zehntel Rundenzeit entweder gewonnen oder verloren. Und das war der Trick. Das war im Prinzip der Trick, um mit dem Auto diese letzten Zehntel und das letzte, gerade über so einen langen Stint halt auch rauszuholen. Und natürlich auch für mich am Anfang brutal schwer, mit dem aerodynamischen Grip umzugehen. Ich konnte mich super schnell einstellen auf das Thema schnelle Kurven. Das war für mich kein Problem. Das war einfach ein Gefühl, das hast du. Aber ich tat mir brutal schwer mit dieser Carbonbremse. Also dieses High-Speed, runterbremsen, den richtigen Bremsdruck zu finden. Wann gehe ich von der Bremse komplett runter? Wann rutscht mir die Vorderachse nicht weg? Das war für mich die größte Herausforderung und die größte Umstellung zum GT-Auto. Ja, und da habe ich schon gebraucht, weil ich war dann auch schon 34. Ja, klar. Und nur jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre lang auf GT-Autos gefahren. Auch der Formel Renault hatte nie wirklich viel Abtrieb. Und dann kommst du auf einmal in so ein 1000 PS Monster mit Abtrieb. Das war schon, also war heftig, die Umstellung. Fällt mal eigentlich bei diesem Sportding, wo du gerade sagtest, dass der Wolfgang Hartz hat gesagt, du musst noch ein paar Kilo abnehmen oder was? Ja. Bei den Fußballern kennt man das ja, dass sie dann immer irgendwo Blut abgenommen bekommen am Ohr und dann werden irgendwie Laktatwerte gemessen und so. Ist das bei euch auch so gewesen? Ja, also das war von Anfang an so, dass wir einmal im Jahr so einen Fitnesstest hatten und dann quasi gemessen wurde, wie die Leistungsfähigkeit ist. Und das haben wir immer gemacht und hatten auch Trainingslager, waren da auch gut betreut. Ja. Über die Uni Potsdam dann, Frank Meyer und dann später auch in Stuttgart, das haben wir schon gemacht. Was halt dann beim LMP extrem wurde, war dann auch wirklich das Thema Gewicht. Da wurde dann extrem Wert gelegt. Bei einem GT-Auto war es egal, ob ich jetzt 80 oder 75 oder 70 Kilo gewogen habe. Das war jetzt nicht super ausschlaggebend. Das hat vielleicht ein Zehntel gemacht am PC, am Rechner. Ja. Aber bei je mehr Abtrieb du hast und je leichter das Auto ist, umso mehr hat das Gewicht einfach einen Einfluss. Und was durfte ihr wiegen? Naja, ich hatte zu meinen normalen GT-Zeiten hatte ich 75 Kilo. Ja. Und dann bin ich runter auf 70 beim LMP. Ja, okay, also ich würde es nicht machen. Das würde ich nicht mehr machen. Das machst du. Das machst du natürlich. Wenn du die Chance hast, da in dem Programm zu fahren, machst du das natürlich. Und ja, das war dann auch Disziplin. 5 Kilo bei einem 1000 PS Auto. Da kommen die Leute von Porsche und sagen, du musst noch was abnehmen. Aber es ist einfach. Ich meine, auf der anderen Seite geben die Millionen, Hunderttausende von Euro aus, damit sie irgendwie einen Radträger, dass sie den 300 Gramm leichter machen oder 100 Gramm. Dann können sie auch von dem Fahrer erwarten, dass er mal 1 Kilo abnimmt. Das ist ja logisch. An der Schokolade vorbeigeht. Ja, das ist ja klar, logisch. Ja. Und wenn du halt auch weißt, was 10 Kilo ausmachen in so einem LMP, das ist dann schon ordentlich. Also Le Mans war dann nicht so kritisch, weil du halt mit weniger Abtrieb gefahren bist. Aber Spa, 10 Kilogramm sind 3 Zehntel. Okay, das macht was aus. Also 10 Kilogramm sind 3 Zehntel? Ja. Wow, okay. Das war so mit High Downforce in Spa, war immer streckenabhängig, jetzt eher nach Anzahl auch von schnellen Kurven und so weiter. Haben die Ingenieure das ausgerechnet, Simulation, auch mit Benzinmengen, dass du ungefähr wusstest, was die Rundenzeiten dann sind. Und dann war klar, 10 Kilo, 3 Zehntel. Das ist ein Argument.
Das ist ein Argument. Wie schafft man so ein Le Mans-Team zusammen? Wann war klar, mit welchen Fahrern du zusammen auf einem Auto sitzt? Ja, das war ein bisschen eine Überraschung. Das hat dann der Andreas damals entschieden. Die haben sich auch Gedanken gemacht, auch so was Thema Gewicht auch zusammenpasst. Weil damals hattest du ja auch dieses Thema mit, das Durchschnittsgewicht der Fahrer muss 80 Kilo sein und dann das, was noch fehlt, musst du halt ins Auto reinpacken. Und dann war die Philosophie ein bisschen, also Audi hat es zum Beispiel so gemacht, die haben die 3 gleich großen, gleich schweren ins Auto gepackt. Und bei uns war es ein bisschen anderer Ansatz. Der Andreas hat gemeint, nee, wir mischen die Fahrer, dass du halt auch teilweise halt auch einen leichten Fahrer hast, der auch wirklich mit weniger Gewicht hast, dann auch mal einen Vorteil gegenüber den anderen Herstellern quasi auch so. Solche Ideen haben da auch eine Rolle gespielt. Wie passen die zusammen? Wie können die zusammenarbeiten? Und dann im Endeffekt war das total offen. Also wir wussten bis vor Weihnachten 2013 wussten wir dann nicht, mit wem wir dann nächstes Jahr fahren. Also gab da natürlich auch, ich glaube, Timo Romain wollten unheimlich gerne zusammenfahren. Die kannten sie natürlich schon, die hat man dann aber getrennt. Das war dann so die Überlegung, die 2 zu trennen, weil die haben die meiste Erfahrung. Dann haben sie die 2 vermeintlich stärkeren Fahrer, beziehungsweise die mit viel Erfahrung, den Marc auf ein Auto, den Neil auf ein Auto. Und dann haben sie die 2 jungen, unerfahrenen, haben sie dann auf die anderen auch noch verteilt. Das war Brandon und ich. Wir kamen als letztes eigentlich ins Programm. Okay. Und Brandon war ja der Jüngste, also mit vermeintlich der wenigsten Erfahrung, aber der hat ja schon 4-5 Jahre Prototypen oder sowas gefahren. Also der kannte sich auch aus mit den Dingen, also LMP2. Ja. Und da war ich wirklich derjenige mit der geringsten Erfahrung, ganz klar. Der Marc hatte die geringste Erfahrung, was das Thema Sportwagen angeht, Langstreckenrennen. Und ich hatte die geringste Erfahrung, was das Thema Prototypen und Sport angeht. Ja, aber 2016 war es soweit. Le Mans Gesamtsieg. Ja, auch so ein Wahnsinnsjahr, wo es einfach gelaufen ist, wo man jetzt, muss ich sagen, aber 2015 waren wir eigentlich stärker. 2015 waren wir eigentlich von der Performance her besser. Und da hätten wir eigentlich Chancen gehabt, den Titel zu gewinnen, hatten ein paar Ausfälle und so weiter. Und 16 war das Bild eigentlich andersrum. Da war das andere Auto eigentlich schneller. Und wir haben aber das Glück gehabt irgendwie. Es war irgendwie so, diese 2 Jahre waren komplett vertauscht. Und mein Jahr war eigentlich so, performancemäßig waren wir besser, die anderen waren aber, es war irgendwie total komisch. Und so Le Mans natürlich geiles Rennen gefahren. Das war, glaube ich, mit die beste Leistung für mich selber einschätzbar, die ich in den 3 Jahren abgerufen habe in dem Auto. Und bin dann auch nach meinem letzten Stint ausgestiegen, bin auch viel gefahren, ich glaube fast 10 Stunden oder sowas. Und dann ausgestiegen und gesagt, das war geil. Das war so dieses Gefühl zu haben, du bist immer, wenn du ausgestiegen bist, hast du immer was zum Makeln. Also bist nee, da hätte ich vielleicht noch da und da vielleicht noch ein bisschen und so. Und da bin ich ausgestiegen. Ich kann nicht schneller fahren. Das war einfach, das war so mein Rennen, wo ich dachte, das passt so und da bin ich zufrieden. Und wir waren dann auf Platz 2 bis kurz vor Schluss. Und dann ist der Toyota ja stehen geblieben. Was ja dieser verrückteste Zielankunft oder Schluss war von dem 24-Stunden-Rennen, wo du dann eigentlich denkst, kann nicht sein, dass einer 4 Minuten vor Schluss jetzt irgendwie stehen bleibt. Wo die schon eingepackt haben, ne? Eigentlich. Ja, klar. Und wir hatten immer diesen Battle die ganze Nacht mit dem Auto, mit dem Toyota. Wir sind rangekommen. Dann hat man Reifenschaden, dann sind wir zurück. Dann sind wir uns wieder rangerobbt. Dann sind wir wieder zurückgefallen. Dann waren wir wieder ran. Sind wir wieder zurückgefallen. Und dann war es so klar, okay, das ist halt einfach ein Rennen, das kannst du nicht gewinnen. Ist auch okay, aber die Leistung war gut und wir werden Zweiter und sind damit zufrieden. Ja, so bin ich auf dem Balkon zum Zigarette rauchen. Dass dann drin jemand schreit, der Toyota steht. Ja. So kurz vor Schluss, oder? Ja, verrückt. Völlig bescheuert. Komplett Banane. Ja. Und dann auf einmal bist du Le Mans-Sieger. Das ist krank. Das ist echt krank. Also es ist schon, habe ich auch echt lange gebraucht, das irgendwie auch so einzuordnen, zu sortieren, weil aber absolut positiv jetzt im Nachhinein. Ja. Einfach nur ein cooles Erlebnis. War das vorher schon klar, dass das dein letztes Jahr sein würde? Nee, also ehrlich gesagt, es war nicht klar, dass es mein letztes Jahr sein würde. Ich habe ehrlicherweise schon noch damit spekuliert, 2017 noch ein Jahr dran zu hängen. Ich wusste aber eigentlich, dass nach so einem Le Mans-Sieg, dass ich dann wahrscheinlich aufhören werde mit dem Fahren. Aber nach dem Rennen war das so Euphorie und ich würde vielleicht hänge ich noch eins dran und so. Und da wurde mir die Entscheidung abgenommen eigentlich dann am Ende von mir. Also das war dann klar, dann gab es die
waren die Audi-Jungs auf dem Markt, nachdem Audi zurückgezogen ist, dann hat man da den Lotterer noch geholt und dann war halt einfach kein Platz da. Und dann haben sie ja echt auch, muss man sagen, vor allem den Andreas, den schätze ich auch sehr, der hat das auch sehr professionell gemacht und sehr gut auch kommuniziert und deswegen gab es dann danach noch die Gespräche, ja, hey, sorry, wir haben jetzt einfach keinen Platz mehr für dich nächstes Jahr, bist raus, obwohl du Weltmeister geworden bist, obwohl du Le Mans-Sieger geworden bist. War schon eine Enttäuschung und dann ging es darum, einfach zu gucken, okay, fahre ich dann noch GT weiter oder höre ich dann halt auf? Und dann war aber klar, nee, das mache ich nicht mehr. Ich mache jetzt nicht mehr den Schritt zurück. Und deine Frau schon mit verschränkten Armen hinter der Tür? Nee, eigentlich nicht, aber das, na klar, die war natürlich auch dann erleichtert oder wie gesagt, das war auch mehr dann für die Familie da, weil du bist ja, wenn du so ein Programm machst, dann bist du mental 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit dem Projekt, mit dem beschäftigt. Ja. Und du Sachen, das haben wir dann einfach keine Priorität oder halt einfach eine andere Priorität. So wie Familie und so weiter. Und wir waren zusammen nie auf Hochzeiten von unseren Freunden, wir haben so viele Sachen verpasst und so weiter. Das ist ja auch alles, was du dann aufgibst. Oder dann hat der Junior ein Hockeyspiel, wo du dann halt ein Rennen hast und so weiter. Und da war dann für mich schon der Punkt, wo ich sage, hey, das will ich jetzt schon noch mitnehmen eigentlich alles. Also die Jungs sind jetzt noch nicht so groß, sondern die haben noch ein paar Jahre und das will ich jetzt auch irgendwie machen. Und dann war eigentlich klar, nee, ich höre jetzt auf. Und dann haben wir da auch echt einen schönen Übergang gekriegt mit einer super interessanten Stelle, auch im Kundensport, im Motorsport, wo ich anfangen konnte. Und das war dann sehr schön dann auch, dieser Übergang. Weil es war auch wieder so, da ist jemand da, da ist die Familie da. Das ist also nicht nur die Familie zu Hause, sondern da ist auch die Familie Porsche. Also das ist einfach eine Familie für mich. Und da zu wissen, dass man da immer wertgeschätzt wird, egal was passiert, oder halt auch in einem, sagen wir mal, nicht so guten Jahr, aber dass es immer eine Möglichkeit gibt, was zu tun. Und auch ich als ehemaliger Rennfahrer will ja auch irgendwas der Firma zurückgeben, wenn ich dankbar bin, was sie mir ermöglicht haben. Ganz klar. Ist so. Und irgendwann hast du gemerkt, dass die Wochenenden zu Hause auch langweilig sind. Dann hast du gesagt, mache ich doch Sportpresse. Dafür kann ich am Wochenende mal wieder raus. Ja, genau. Nein, das war cool. Wie gesagt, im Kundensport, das war auch super lehrreich, weil ich einfach auch, das war klar für mich, ich gehe nicht mehr ins Engineering zurück, weil ich einfach da jetzt auch 3-4 Jahre raus war. Und das entwickelt sich auch alles extrem stark. Ja. 3-4 Jahre war zu lang. Ja, das ist einfach. Weil du professionell Rennen gefahren bist und dich nur darauf konzentriert hast, warst du aus dem Engineering raus. Da wusste ich kann mit so Jungs, die von der Uni kommen, dann nicht mehr mitziehen. Wenn du dann einfach so den Drive dann verloren hast und dich dann nicht mit den Themen so richtig beschäftigst, also hatte ich schon das Gefühl, dass du da halt einfach, also gerade diese ganzen Typen, die da so Programme schreiben, die Software entwickeln. Ja, okay, klar, die Software nimmt natürlich überhand. Und auch dann denkst du halt, okay, da jetzt mich nochmal reinzufuchsen, das wird eine Herausforderung. Krass. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen anders orientiert auch. Verstehe. Und ich hätte gedacht, dass du, wenn du als Rennfahrer, als Ingenieursrennfahrer quasi im Auto sitzt, dass du dich ja von der anderen Seite genauso damit auseinandersetzt. Aber du konzentrierst dich nur noch aufs Fahren. Ja. Nur noch Die haben auch zu mir gesagt, am Anfang habe ich versucht, dann auch mitzureden und so wie im GT halt auch. Du hast dann schon mitingeniert in so einem Auto, aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, beim LMP1 braucht man mich nicht wirklich. Das sind andere Jungs, die können das wahrscheinlich noch ein bisschen besser als ich. Ja. Okay. Und das war relativ klar. Und das war auch der war auch ganz klar der Fokus. Das war auch die Ansage vom Andreas. Jungs, ihr seid so da zum Fahren. Alles andere ist mir nicht so wichtig. Ihr müsst das Ding halt am Limit bewegen, ist halt für uns das Wichtigste hinterm Lenkrad und lasst die Ingenieure arbeiten. Okay, war auch eine Ansage. Ja. Und klar, du arbeitest ja mit denen und so weiter, aber im Endeffekt dieses Engineering, was im Hintergrund stattfindet, da mischst du dich als Fahrer nicht ein. Also nicht auf dem Niveau. Ja. Da kannst du auch dann, irgendwann ist dann auch vorbei. Ja, interessant. Also das habe ich jetzt noch nie so reflektiert. Doch, also du kannst ja schon zu einem gewissen Grad, natürlich bist du immer noch mit involviert und vor allem das Feedback ist ja auch wichtig, wie du es empfindest und in welche Richtung das dann geht. Aber dieses halt, so wie ich das ja auch für mich quasi einordne, das Engineering, da habe ich ja schon größten Respekt davor einfach. Das ist ja mal eine ganz andere Nummer. Unfassbar komplex. Ja. Fährst du jetzt noch was? Manchmal so ein bisschen hobbymäßig? Ja, wir sehen uns ja natürlich so. Wir sehen uns ab und zu mal Solitude Revival. Fährst du dann irgendwelche Museumsautos, aber so jetzt? Nein, aber tatsächlich, mein letztes Rennen bin ich gefahren 2018 tatsächlich. Ja. Okay. Also mein letztes Lizenzrennen, richtig mit Lizenz und so weiter. Ja.
im Langstreckensport. Stimmt nicht, ich bin letztes Jahr noch so ein Eisrennen gefahren, habe ich gar nicht gebraucht. In Schweden da oben. Aber ansonsten, nee, tatsächlich das letzte Mal 2018 bei einem Kundensport, dann, als ich da involviert war, haben wir dann mit den einen oder anderen Kunden dann noch zusammen gefahren und hatte dann auch für 2019 dann ein schönes Projekt noch gehabt hätte gehabt mit dem Tim Pappas, weil wir zusammen ein Jahr davor in Bathurst zusammen gewonnen haben, die Pro-M-Wertung. Und der wollte unbedingt dann mit mir so ein Programm strecken mit Bathurst, 24 Stunden Spa. Ich weiß noch, irgendwas war noch mit dabei. Ich glaube, es waren 3 Rennen oder sowas. Und Suzuka noch. Und Tim hatte dann leider in Bathurst einen schweren Unfall. Das heißt, ich war mit vor Ort, waren gedannt, aber es war gleich im ersten Training. Okay. Und dann war die Saison eigentlich für ihn vorbei, weil er auch echt schwer verletzt war dann auch. Und dann war das 19 dann eigentlich erledigt. Und dann war das halt immer mehr mit Firma und dann zu Hause und privat. Dann war auch noch Corona, also da kam auch vieles zusammen. Ne? Dann kam 20 Corona und dann war es eigentlich dann sowieso geritzt. Und die Frage nicht gestellt. Ja, und da hat sich das auch einfach nicht mehr ergeben. Und dann habe ich auch gesagt, nee, also braucht mich auch nicht mehr einplanen. Ist okay. Kann es sein, also ja gut, jetzt unabhängig von Porsche, dass du irgendwann mal so ein alte Leute-Legenden-Team mit Timo Bernhard machst? Ich habe heute den Timo tatsächlich getroffen und dann haben wir so Witze gemacht, dass wir beide so ein VIP-Auto fahren könnten im Supercup nochmal als Revival. Mega-mäßig, oder? So der eine mit roten Spiegeln, der andere mit gelben Spiegeln, so wie früher im Unit-Team. Ja. Ich glaube, es wäre eine riesen Gaudi, ja. Das ist also, erfolgreich wäre es wahrscheinlich nicht, aber es wäre auf jeden Fall lustig. Auch wer weiß. Nee, aber es sind, wie gesagt, ich glaube, wenn man so die Klammer setzt, was da die 17 Jahre los war bei Porsche als Rennfahrer, geile Zeit, jetzt in einer anderen Funktion, auch mal so ein bisschen ins Unternehmen reinzuschauen, jetzt in der Kommunikationsabteilung. Das ist einfach brutal cool und ich lerne jeden Tag einfach immer noch dazu. Das ist so schön einfach, dass man so verwurzelt ist, irgendwie auch so verbunden ist mit so einer Firma. Das ist einfach krass. Also ganzes Leben irgendwie von klein auf im G-Modell angefangen mit dem Daddy und dann jetzt irgendwann noch bei der Firma. Schon cool. Also, ich habe es eben schon mal gesagt, mehr Porsche gibt es nur bei Dr. Wolfgang Porsche und seinem Sohn wahrscheinlich. Aber du konntest es nicht weitergeben an deine Jungs. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ich bin bitter enttäuscht. Ja, ich weiß. 17 und 13. 17 und 13. Ja, nicht so wie beim Timo, der jetzt schon wieder gesorgt hat, damit da wieder Nachschub kommt und so, dass sie jetzt Kart fahren und so weiter. Weiß auch nicht, hat sich nie so ergeben. Damals war das halt auch so, wir haben die mal probieren lassen, Kart zu fahren. Das hat ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht, aber sie hatten einen anderen Sport gefunden mit Hockey, das fanden sie dann cool. Wir haben auch gesagt, ich glaube, wenn die dann wirklich Kart fahren wollten, aber ich bin ja selber noch gefahren. Ich meine, der Timo fährt jetzt nicht mehr, der hat jetzt Zeit, sich um seine Jungs zu kümmern. Ja. Aber ich bin ja selber noch gefahren. Ich hätte gar nicht die Zeit gehabt, mich um die Jungs zu kümmern und so intensiv zu kümmern, wie mein Vater das mit mir gemacht hat. Die Zeit hätte ich nicht gehabt. Ja. Und das war schon auch ein Grund, warum es dann auch wahrscheinlich auch nicht so intensiviert hat und dann da noch mehr nachgebohrt hat oder sowas. Und ja, aber die fahren total ab. Es sind auch Petrolheads, finden Autos cool, sind begeistert, schauen sich Rennen an und so weiter. Aber es ist für sie einfach nicht der Sport, den sie jetzt betreiben wollen. Aber trotzdem bin ich froh, dass sie einen Führerschein machen wollen, dass sie einen Führerschein haben, dass sie sich für Autos, Motorräder interessieren, dass sie es cool finden, wenn es Krach macht und dass sie ja auch noch diese Leidenschaft haben für das Thema und was ja heutzutage nicht selbstverständlich ist, wenn man einfach so aus der Schule wird ja schon einem quasi beigebracht, dass es ja was Böses ist, das Auto und so. Und das ist halt, aber die Leidenschaft ist definitiv da, aber halt nicht für den Motorsport. Okay. So. Und jetzt bist du auch für die Markenbotschafter zuständig, bist du eigentlich ja Timos Chef, ist mir aufgefallen. Ja, kann man so sagen, genau. Wenn der Timo irgendwas braucht, ruft er mich an. So? Dann ruft er mich, nein, ich bin nicht sein Chef, aber wenn da irgendwas ist, dann ruft er natürlich an. Ja, aber es ist, die Markenbotschafter gehören auch dazu. Ja. In der Betreuung und so weiter. Und Walter auch. Verantworten wir das, genau. Okay. Walter auch, ja. Wer ist das? Timo? Walter? Wir haben mehrere, ja. Wir haben Motorsport, haben wir den Walter, den Marc Webber, den Timo und den Jörg, genau. Bergmeister noch. Ja. Dann haben wir Botschafterinnen vom Tennis, weil wir auch den Tennis-Grand Prix ausrichten. Das ist Emma Raducanu, Angie Kerber. Den Semi Khedira haben wir für das Thema Jugendförderung, Fußball. Axel und Zwinder, ehemaliger Skifahrer, den haben wir noch als Markenbotschafter. Dann haben wir Golfer Paul Casey. Ja, also so ist halt das Portfolio, also sehr sportlastig, was auch ganz nett ist und so und es auch viel Spaß macht, mit den Leuten zu arbeiten und auch mal andere Perspektiven zu sehen, wie andere Sportarten funktionieren. Und haben
am Herzen des Unternehmens in der Presseabteilung. Kriegt immer alles mit, was gerade so aktuell passiert. Ganz anders als die Arbeit, die ich davor gemacht habe, aber bringt dir einfach auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und eine ganz andere Erfahrung. Also eine fantastische Karriere. Jetzt bist du im zweiten Teil nicht so viel zu Wort gekommen, aber den Erfolg genossen und du konntest dich bestätigt fühlen, dass ihr alles richtig gemacht habt. Und das finde ich wirklich eine fantastische Geschichte. Und also wie gesagt, mir geht immer das Herz auf, wenn ich junge Leute wie dich... Junge Leute. Aber dass man so in der alten Schule sagt, so, ihr gehört da genau rein, wie jeder 90-Jährige, der die 50er Jahre miterlebt hat mit dem Selbstschrauben. Das finde ich, ist so selten geworden. Und diese, sagen wir mal, in Anführungszeichen Romantik an der Rennstrecke, das ist ja heute fast gar nicht mehr möglich und auch gar nicht mehr sichtbar. Und wenn du sagst, ihr wurdet ja immer in die letzte Reihe verfrachtet, eigentlich hättet ihr ganz vorne stehen müssen, damit jeder mal sehen kann, wie ihr da irgendwie verschlafen aus eurem Zelt da rauskommt morgens und trotzdem vorne mitfahrt. Ja, und vor allem die Freiheit, die wir doch genießen durften. Ja. Und wenn du heute ja das, was wir im Straßenverkehr schon alles angestellt haben, wenn du das heute... Was du angestellt hast. Ich war ganz anständig. Ich war ganz anständig. Ja, ich sag, das ist gut. Regatta hochkant. Ja, alles gut. Alles gut. Was war da? Nein, stopp. Regatta hochkant im Kreisverkehr, was war da? Nein. Und ja, heute werden wir wahrscheinlich alle im Gefängnis sitzen. Nein, aber das ist halt auch, und ich glaube auch so dieses Thema, das ging ja noch so gerade erst zum Schluss los, das Thema Social Media. Ja, stimmt. Wenn man davon befreit ist, dann war vieles leichter. Ne? Ja, und das gab es halt nicht. Also es ging halt erst los so im zweiten Teil meiner Karriere mit Social Media, dass du dich als Fahrer da engagieren musst und was tun musst. Und das war jetzt mir auch nicht so, hat mir jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht, wenn ich bin. Es gehört einfach dazu heutzutage. Es gehört einfach zum Rennfahrer dazu. Du brauchst einen vernünftigen Auftritt auf Social Media, du musst dich da auch extrovertiert zeigen und am besten zeigst du noch ein Bild von der Family und so weiter und so. Und damit habe ich mir schon auch schwer getan. Ich bin wahrscheinlich auch, wie du schon gesagt hast, noch so ein Romantiker, was dieses Thema angeht. Und gibt aber noch ein paar andere, die so alt sind wie ich und die auch so Romantiker sind. Deswegen ganz cool eigentlich, dass es die Menschen auch noch gibt. Das ist übrigens ganz interessant. Ich habe neulich einen Talk mit Maren Braun gemacht. Die coacht ja quasi auch Rennfahrer. Und die hat ja damals die alte DTM noch erlebt als Reporterin. Ja. Und gesagt, da war natürlich ein Olaf Manthey oder solche Leute, die natürlich die mega hautigen waren. Und da haben wir auch drüber gesprochen, was fehlt eigentlich den jungen Fahrern heute und sowas. Natürlich auch oft auch die Werke, die sagen, ihr müsst da irgendwie so ein bisschen reduzierter sein. Gerhard Berger hat sich da auch mal, nicht bei mir ausgekotzt, aber der hat schon mal so ein paar Bemerkungen losgelassen, gesagt, ja, die müssen dann immer gleich wieder alles löschen. Du kriegst natürlich heute wirklich in Sekundenschnelle Feedback, Daumen runter, Daumen hoch, Shitstorm, das lautet hinter jeder Ecke. Damals, ja, das Schlimmste, was dir passiert ist in der MSA, wer ist lieb? Ne? So, aber dieses richtig krasse Presseecho oder Presseecho schon, aber dieses Echo von irgendwelchen Fans oder sowas, das ist ja, glaube ich, maximal verunsichert. Habe ich das Gefühl. Das ist schon schwierig. Ne? Ja, es ist schwierig. Einfach, ich glaube auch eine andere Zeit und aber trotzdem, ich bin immer noch der Überzeugung, und auch immer noch Fan vom Motorsport, auch vom heutigen Motorsport, weil ich schaue mir immer noch gerne Rennen an. Ja. Ich versuche jedes irgendwie Formel-1-Rennen irgendwie mitzukriegen, was ich anschauen kann. Ob es 1000 Kilometer Rennen sind, WC, Sebring oder dann guckst du halt nachts noch in den Stream rein oder so. Das sind einfach geile Rennen und ich glaube auch, dass es heutzutage immer noch so spannend ist und es gibt auch die Typen, die sind auch im Fahrerlager und nur es ist halt einfach auch durch dieses Thema Social Media und auch natürlich auch durch die Hersteller auch bist du halt einfach auch ein bisschen vorsichtiger, was du halt einfach tust. Früher warst du, glaube ich, schon freier, auch die Generation vor uns noch, das war einfach, keine Ahnung, wenn du dich mit dem Stucki unterhältst und so, dass die da abgezogen haben oder mit dem Nippel oder sowas, das waren auch noch ganz andere Typen und aber eine andere Zeit. Und so ist jede Generation einfach anders. Jede Generation ist für sich irgendwie speziell und wie gesagt, wenn ich mich heute mit hast du vorher auch schon gesagt, mit dem Laurin Heinrich unterhältst, das ist einfach auch ein sympathischer Typ. Das ist auch einfach ein richtiger Racer. Der hat das Herz im richtigen Fleck, der weiß, was er tut, der weiß, was er macht, der weiß, wo er hin will, ist sympathisch und das sind ja auch dann immer noch so Beispiele, dass du sagst, okay, da kommt noch was nach. Es ist nicht alles verloren. Ne, absolut, also das würde ich jetzt auch nicht sagen. Und was du natürlich auch gesagt hast, dass die ersten 5, 6, 7, 8, 2 Zehntel auseinander sind, da ist natürlich jede Ablenkung, bringt einen da hinter die ersten 10. Also das kann ich schon verstehen, dass man, wenn man auffallen will, dass man sich gar nicht mehr ablenkt und gar nicht mehr links und rechts guckt. Auch wenn natürlich dann viel verloren gegangen ist, wenn du einen Nippel groß oder sowas kennst. Ja, das sind einfach auch Typen, die
die sind ja auch einfach sensationell. Und wenn du die triffst und mit denen unterhältst oder auch, wenn ich zum Beispiel auch unheimlich cool finde und mit dem ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, ist Kurt Ahrens. Ja. Ja, Kurt ist halt auch einfach eine Marke und hat er auch früh aufgehört mit Rennfahren, weil auch die Familie für ihn wichtig war und so. Das sind so ein paar ähnliche Werte, die wir haben, die wir teilen und so. Deswegen mit ihm sich auszutauschen, macht immer megamäßig viel Spaß. Absolut. Ja. Mir auch. Also jetzt kommen wir auch zur letzten Frage. Die letzten 50 Liter, vielleicht habt ihr die Frage schon mal gehört. Und dann, ich habe es schon mal gehört. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, aber ich bin immer noch nicht sicher, was ich sagen soll. So, dann fangen wir mit dir HP an. 50 Liter? Ja. Kennst du die Frage? Ja, kenne ich natürlich. Auf welcher Strecke und in welchem Auto? Wie muss der Yellowbird lackiert sein? Nee. Einfach mal wieder ein aktuelles Auto, Rennauto von Porsche auf der Nordschleife. Oh wow, also das ist so. Und dann gleich auf der Nordschleife. Welches Rennauto? Also ein GT GT3 oder? R zum Beispiel. Okay, alles klar. Weil ich habe er war da 30 Sekunden schneller als ich auf dem gleichen Auto. Und da muss ich noch ein bisschen üben. Da musst du also 50 Liter schon nochmal. Ja, da reicht aber 50 Liter nicht, um Training nachzuholen. Und dann so gibst du einfach Diesel rein als letzte 50 Liter und dann gucken wir schneller. Ja, also Nordschleife mit einem gescheiten Auto. 30 Sekunden hinter dir ab. Das ist aber ehrlich gesagt, finde ich, gar nicht so viel. Ja, nicht, weil du langsam bist, sondern weil du schnell bist. HP kann schon Auto fahren, das ist schon gut, ja. Und wir sind ja sogar tatsächlich ein Rennen gemeinsam gefahren, VLN-Rennen auf einem Cup-Auto. Okay. Das war auch echt ein sehr lustiges Wochenende, weil ich bin auf 2 Autos gefahren, ich bin auf dem Cup-Auto gefahren und mit dem Manthey-Auto, VLN-Rennen. Und da sind wir tatsächlich zusammen Rennen gefahren. Ja. Ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und ich durfte auch mal nebenhin sitzen und in Hatzenbach dachte ich, er weiß schon, dass sein Vater neben ihm sitzt. Er will ja anscheinend seinen Vater nicht umbringen. Nein. Und da habe ich dann gesehen, wie schlecht ich Auto fahre, wie tief die Jungs in die Kurve einbremsen. Hatzenbach ist unfassbar, ja. Überall, wo du noch am Telefonieren bist, im Gas und er schon am Gas eigentlich steht und wie entscheidend, wie tief er in die Kurve reinbremst und wann er löst und das sind alles Sachen und das war für mich faszinierend und da würde ich gerne ein bisschen dran arbeiten. Ja. Coole Antwort, finde ich gut. Nordschleife, GT3R. Wie viel schafft man da? 3 Runden? 50 Liter? Ja. Oder? Ja, 3 Runden. Komm hin. So, und was nimmst du? Ich nehme auch die Nordschleife. Ich nehme einen 74er RSR. Ach, guck mal, da geht mir das Herz auf. Da hätte ich wirklich auch mal Lust drauf, das auch mal zu machen und auch mit so Oldtimer Grand Prix oder beim historischen Rennen, beim 24-Stunden-Rennen, da mal mit dem RSR zu fahren. Das habe ich noch nicht gemacht und das reizt mich sehr. Das glaube ich einfach, weil das so noch so eine richtige Challenge ist als Fahrer und glaube ich, dass auch einfach ein geiles Auto ist, so ein RSR und danach auf der schönsten Strecke. Ich frage mich Paddy O'Grady. Aber du bist den schon mal gefahren, RSR, oder? Oder noch? Ja, ich bin schon gefahren, aber nicht so eine Nordschleife. Ja, okay, alles klar, ja. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn mir einer sagen würde, hier 50 Liter, das ist das letzte Mal, dann würde ich das, glaube ich, machen wollen. Herr P., Marc, vielen, vielen Dank. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ebenso. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja. Mega, vielen Dank. Das waren HP und Marc Lieb und als ich mir den Podcast jetzt nochmal zu Hause angehört habe, ist mir in meinem Regal ein Buch ins Auge gesprungen, das diese Folge wunderbar bebildert. Porsche Werkseinsatz, die großen 24-Stunden-Rennen, Nürburgring, Le Mans, Daytona heißt es, ist erschienen im Delius Glasing Verlag und da seht ihr nicht nur Marc Lieb auf zahlreichen Aufnahmen und die Autos, über die wir hier geredet haben, sondern die Fotos hat Frank Kaiser gemacht und das ist ein fantastischer Fotograf, genau mein Style und ein Buch, das ich euch empfehlen kann. Vor allem ist es eigentlich schon ausverkauft und ihr bekommt es aktuell zum reduzierten Preis, wie ich gesehen habe. Naja, könnt ihr ja mal schauen, ob ihr es noch findet. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de